Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr umfangreichen Airsoft-Video begrüßen. Und wir schauen uns heute zusammen die relativ neue Norwich SSR 63A2 an. Bedeutet hier letztendlich ja auch wieder eine Yingyong G36, bisschen angepasst. Wie gesagt, nichts Besonderes, schauen wir uns einfach im Detail an. Und ihr habt es vielleicht jetzt vor der Einleitung bereits gelesen, dieses Video wird weder supported noch gesponsert irgendwie von der Firma Norwich, denn hier bekomme ich letztendlich keine Antwort mehr per E-Mail. Gut, sei mal dahingestellt, das Modell wird mir zur Verfügung gestellt oder ausgeliehen vom lieben Marc. Vielen lieben Dank dafür, kommt also direkt als Leihgabe aus der Community. Und auch hier möchte ich für euch noch kurz ansprechen, sollte es wieder in Zukunft zu so einem Fall kommen, dass viele ein Review zu einer bestimmten Airsoft haben möchten, aber der Shop vielleicht nicht mit mir zusammenarbeiten möchte. Genau für diesen Grund gibt es eben auch Patreon. Bedeutet, ich hätte genauso die Möglichkeit gehabt, einfach zu sagen, gut, dann kaufe ich mir einfach eine und nach den Aufnahmen oder wenn ich dann fertig bin, verkaufe ich sie einfach mit ein bisschen Verlust weiter. Wird uns also nicht daran hindern, eben auch etwas kritischere Reviews eben ja abzuliefern. Denn wie gesagt, dieses typische Influenzen, das liegt mir halt einfach nicht und sowas mache ich nicht. Also Leute, SSR 63, ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Starten wir wie üblich mit dem Lieferumfang und mit den technischen Daten. Im Karton von der SSR 63 enthalten zunächst mal ja guten Haufen Aufkleberbögen, keine Ahnung, für 12-Jährige vielleicht in Ordnung. Als Erwachsener braucht man sowas nicht mehr, also ein paar Aufkleber ist in Ordnung. Marketinggedöns, noch mehr Marketinggedöns und leider auch wie üblich bei Norwich wieder leider keinerlei Anleitung enthalten. Bedeutet, ja, ihr habt wieder so ein Flyer dabei, wo wieder drin steht, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, wie toll doch alles ist. Aber letztendlich, wie ihr da einen Akku einlegt, wie ihr es Hop-Up einstellt, wie ihr das Magazin ladet, ist nichts enthalten. Bedeutet hier auch letztendlich wieder nur ein QR-Code, wo ihr auf den YouTube-Kanal bzw. auf die Videos verlinkt werdet. Und wenn ihr dann eine besondere Information sucht, dann müsst ihr halt schauen, in welchem Video findet ihr die Information, müsst dann rumseppen. Finde ich, wie das letzte Mal auch schon angesprochen, leider nicht ganz gut umgesetzt. Denn wenn man schon einen Flyer beilegt oder halt so ein gedrucktes Heftchen, warum nicht nochmal 2 Seiten einfach mehr mit ein paar Bildchen, wo einfach das Grundlegende ganz kurz erklärt ist. Dann kann sich der Käufer letztendlich dieses Durchseppen von den ganzen Videos und damit auch einen Haufen Zeit letztendlich sparen. Also wie gesagt, keinerlei Anleitung letztendlich enthalten, wie üblich. So, dann Laufreinigungsstab ist enthalten, auch sehr, sehr lang. Wie gesagt, der langt euch locker für das Teil. Und jetzt bei der A2-Variante bzw. bei der K-Version seht ihr schon leider kein G36 Standard-Magazinschacht, so wie sich das gehört, sondern das Ganze wird mit einem AR-15 Magazinschacht ausgeliefert. Bedeutet, es liegt auch ein Midcap-Magazin von einem M4 oder beziehungsweise von einem AR-15 bei. Das müsste ein Quingliu-Magazin sein, letztendlich von der SSR 4. Finde ich persönlich ein Designbruch oder Geschmackssache, nicht ganz so hübsch. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier kein Standard G36 Magazin, sondern ein AR-15 Magazin enthalten. Dann natürlich SSR 63 ist dabei, nur eben Leuchtpunktvisier oder Rotpunkt ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs. So, dann lasst uns gleich weitermachen mit den technischen Daten. Ich drehe sie euch vielleicht gleich mal so ein bisschen ins Licht rein. So steht sie recht anständig dran. Hier brauchen wir gar nicht so viel drüber durchzusprechen. Datenblatt blende ich euch drüben wieder ein. Nur hier vielleicht noch ganz kurz. Vom Preis her 360 € für die A2-Version. Das Ganze ist letztendlich einfach nur eine Yingyong G36 mit ein paar kleineren Updates. Bedeutet Rail oben, Vorderschaft und die Internals ein kleines bisschen. Wenn man sich aber überlegt, dass man eine JG bereits ab 160 € bekommt, würde man für die Internals, für die Updates, würde man hier deutlich günstiger rankommen. Wie gesagt, 360 € liegt aber entsprechend auch gleich mit anderen getunten G36 Modellen, welche auf dem Markt verfügbar sind. Also nicht zu teuer, definitiv nicht, mittelt sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, mittelt sich das Ganze aus.
Hier vorne übrigens aufpassen, ihr seht drüben Standard 14 mm Linksgewinde, natürlich problemlos Schalldämpfer, Attrappen oder Tracer möglich und würde ich euch vielleicht sogar empfehlen, wenn ihr die A2 euch gönnen solltet, hier eine andere Mündungsbremse oder ein Schalli oder irgendwas auch immer dran zu verbauen, denn aufgrund des Designs habt ihr hier vorne wieder so eine richtig schöne Stimmgabel dran. Bedeutet, das Ding klingelt nach wie solche. Innen drin die Feder vom Spannhebel klingelt, die Hauptfeder klingelt und scheppert. Dementsprechend vom Klangbild sprechen wir später im Detail durch, aber ausbaufähig. Wie gesagt, eventuell direkt gleich einen anderen bestellen oder einen Schalli oder irgendwas drauf, denn das klingelt extrem nach da vorne. So Leute, dann kommt das Modell oder wird sie angegeben zwischen 1,4 und 1,6 Joule. Gut, ist ein bisschen viel Toleranz drin, aber auf jeden Fall dieses Modell für euch nachgekront, wie üblich mit 0,2 und 0,3 Gramm BBs. Somit haken wir auch heute den Chronotest ab. Lasst uns nochmal über das Thema Energieabgabe und anschließend auch Thema Hop-Up sprechen. So, Energieabgabe würde ich sagen, out of the box, vollkommen in Ordnung, können wir nichts kritisieren. 1,6 Joule bei 0,2 und 1,55 bei 0,3 Gramm mit einer Differenz von 2 Meter pro Sekunde. Also das ist vollkommen in Ordnung, auch von der Energie her nicht zu hoch, nicht zu wenig, tipptopp. So, jetzt allerdings noch einen kleinen Punkt, das werdet ihr später sehen beim Thema Lauf- und Hop-Up-System und auch Bucking. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das Hop-Up-Bucking doch einiges an Volumen abbläst. Bedeutet, würde man das Bucking noch ein bisschen besser abdichten, wäre vielleicht sogar standardmäßig mit der Originalfeder die Energie noch mal ein kleines bisschen höher. Bedeutet, man könnte auch wieder ein bisschen weiter runtergehen von der Feder und dadurch das System mehr schonen. Und wie gesagt, hier geht eben am Bucking vorne geht ein bisschen Druck und ein kleines bisschen Luft verloren. Schauen wir uns aber später an. So, und dann kommen wir zum Thema Schussergebnisse. Auch hier habe ich wieder unterschiedliche Grammaturen für euch getestet. Hier ist letztendlich auch wieder ein klassisches Flat Hop bzw. Straight Hop drin verbaut. Bedeutet ein Bucking ohne Patch. Ihr drückt also nur diesen kleinen Gummilappen letztendlich runter, komplett gerade, platt. Dadurch sind zwar die Hop-Up-Ergebnisse wirklich gut, ihr könnt 0,36 reinstopfen, ihr könnt auch 0,4 reinstopfen, das funktioniert rein vom Hop, funktioniert es wirklich gut, da können wir nichts schimpfen. Aber die Ergebnisse oder die Abweichung, die Schwankung auf 50 Meter links, rechts, war doch ein bisschen stärker wie bei anderen Systemen. Und jetzt kann ich euch heute nicht genau sagen, ob es eben am Tensioner vielleicht liegt, ob es an dem Bucking liegt oder aber ob es vielleicht sogar am Alignment der Nozzle liegt. Denn hier fahren wir mit der Nozzle komplett flach aufs Bucking hinten drauf und dadurch kann die Nozzle nicht genau zentrisch stehen, sondern die Nozzle wird immer ein bisschen nach oben gedrückt und dementsprechend entweicht die Luft nicht gerade in den Lauf rein an die Kugel, sondern leicht schräg in den Lauf rein. Eventuell dadurch ein kleines bisschen stärkere Ausreißer. Auch hier möchte ich aber heute gar nicht so kritisch werden, denn für einen Einsteiger oder wer halt das erste Mal Airsoft spielt und keine anderen Hop-Up-Systeme kennt, da ist es vollkommen in Ordnung und definitiv brauchbar. Gerade im Vergleich zu 0815 Standardsystemen, die man bekommt, mit dem Pornobalken hinten rüber, da ist das System deutlich besser. Wer andere Hop-Up-Systeme aber kennt und vielleicht auch die Ergebnisse mit R-Hops, mit 7 mm Systemen und Pipapo, der wird sich hier denken, oh, die Ausreißer sind doch ein kleines bisschen höher. Und was wir uns auch später anschauen müssen, aufgrund dieses Straight Hops, können wir leider auch hier wieder kein anderes Bucking verwenden. Bedeutet, hier sind wir beim Thema Hop-Up leider wieder etwas limitiert. Wie gesagt, schauen wir uns später im Detail an.
Zum Hop-Up einstellen, vielleicht noch ganz kurz bei manchen G36 Modellen, ich glaube bei, war das Syma? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall bei manchen G36 Modellen funktioniert der Bolt Catch unten, bedeutet ihr könnt rein theoretisch den Spannhebel zurückziehen und dann könnt ihr das Ganze hinten arretieren. Das funktioniert hier bei der JG oder bei dieser Yingong leider nicht. Bedeutet, zum Hop-Up einstellen müsst ihr letztendlich diesen Verschluss einmal offen halten, dann hier seitlich mit dem Finger reingehen und das Hop-Up einmal einstellen. Wie gesagt, bei anderen Modellen wird es gelockt oder kann man es locken und kann man dann über den Bolt Catch oder über den Verschlussfang hier unten wieder lösen. Ist hier bei der JG nicht möglich. Und wenn wir jetzt da gerade schon dabei sind bei dem Thema Hop-Up einstellen, passt ein bisschen auf. Auch das würde ich nicht speziell jetzt kritisch ansprechen bei der Novridge-Version, sondern das Problem haben leider sehr viele G36-Modelle. Auch hier ist der Spannhebel leider nur aus ABS-Plastik und sehr, sehr dünn. Bedeutet, ihr seht auch, das Ding ist total lapprig letztendlich. Wenn ihr da ein bisschen zu viel Kraft im Oberarm habt, dann könnt ihr ganz schnell das Ding abreißen und abbrechen. Also hier nicht mit aller Gewalt da rumziehen und rumnoddeln. Wie gesagt, das ist wirklich nur sehr lappriger Kunststoff, ABS. Kann abbrechen. Seid ein bisschen behutsam, seid ein bisschen vorsichtig. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr das Ding irgendwann in der Hand und müsst halt dann einen neuen installieren oder einen neuen verbauen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, lasst uns weitermachen mit den Allgemeininformationen. Schauen wir uns das Modell hier erst einmal im Detail etwas an. So, und hier muss ich von meiner Position aus leider erstmal ansprechen. Ich weiß, es ist wirklich Geschmackssache, dementsprechend steinigt mich bitte nicht. Aber gerade als Deutscher, nein, ich finde im Allgemeinen finde ich das Modell leider nicht sonderlich hübsch. Wie gesagt, nichts Kritisches, nur ganz persönlich meine eigene Meinung. Das müsst ihr letztendlich für euch entscheiden. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie eine Ente. Sorry, also hier vorne das Design mit dem Vorderschaft. M-Lok finde ich geil, auch Aluminium finde ich geil. Aber von den Konturen und wie das ganze Modell dann optisch aussieht und auch hier hinten die Pick-Rail, es sieht aus wie ein Bus irgendwie. Wie gesagt, ich finde sie optisch leider für ein G36 nicht sonderlich ansprechend. So, und dann eben der nächste Punkt, wenn wir uns jetzt gleich das Modell mal im Detail anschauen. 3 kleine Punkte vorweg, die ich auch im Fazit nochmal aufrollen werde. Es gibt von der Qualität oder von der Verarbeitung gibt's 3 bis 4 kleine Punkte. Die sind bei dem Modell nicht sonderlich gut, aber auch bei anderen Modellen G36 auch nicht wirklich viel besser. Beziehungsweise mal bei dem Hersteller besser, mal beim anderen Hersteller besser. So dieses perfekte G36 gibt's leider nicht oder ist mir noch nie unter die Augen gekommen. Zunächst mal ein kleines Problem haben wir hinten am Schaft. Hier hat letztendlich der gesamte Klappschaft in diesem Druckknopf leider doch ein kleines bisschen Spiel. Bedeutet, hier hat der ganze Schaft in der Arretierung 1,5 mm Spiel, kann ein kleines bisschen wackeln. Und wenn man sich das jetzt anschaut, auf die Länge bezogen, wenn ihr dann mal auf den Aufkleber hier vielleicht achtet, QC Pass, dann hat leider auch der gesamte Schaft hinten so circa 6 bis 7 mm Luft. Kann hier also ein kleines bisschen hin und her wackeln. So, und wenn wir dann gerade schon bei ein bisschen Luft sind, leider auch der gesamte Vorderschaft in der Arretierung hier oben wie auch hier unten hat ebenfalls ein kleines bisschen Luft und auch das Rohr hat ein bisschen Luft. Und dadurch ergibt sich hier, wenn man das mal kombiniert sich anschaut, ergibt sich hier leider doch relativ viel Spiel in dem ganzen System drin. Wie gesagt, das ist jetzt kombiniert. Ihr habt eben, warte, ich versuche es euch mal irgendwie so zu zeigen, wenn ich nur vielleicht einen Tragebügel anfasse. Ihr habt hier am Vorderschaft ein bisschen Luft, also der kann euch so circa Millimeter 1,5 ein bisschen hoch und runter wackeln, links, rechts und gleichzeitig eben auch das Rohr auch nochmal so circa 1 mm, 1,5 mm und das zusammen ergibt halt doch relativ viel Spiel in dem ganzen vorderen Bereich. Ich meine, auch wenn ihr hier mal herschaut, hier, das ist alles ein bisschen ein bisschen loose, muss ich sagen. Dadurch könnte es natürlich auch vorkommen, dass wenn jetzt der Aufprall von hinten zu stark ist, dass sich diese Vibrationen ein bisschen übertragen ins Rohr rein und dadurch das Rohr anfängt ein bisschen zu schwingen. Und dadurch nimmt man natürlich auch hier vorne, wie gerade schon angesprochen, dieses im Klang, dieses starke Klingeln von der Mündungsbremse nimmt man also leider wahr. Also hier schon mal ein paar Punkte von der Verarbeitung, wie aber gerade auch schon angesprochen,
Jetzt nichts unheimlich Kritisches, dass das jetzt bei der Novridge-Version total daneben ist, sondern auch wenn ihr euch andere Modelle anschaut, eine S&T oder was gibt's noch alles, keine Ahnung, Golden Eagle oder whatever, auch die haben hier und da ein bisschen Spiel drin. Wie gesagt, nichts Kritisches, jetzt speziell bei dem Modell haben leider alle oder sehr, sehr viele G36-Modelle Probleme damit. Gerade Arretierung, Vorderschaft wackelt bei vielen rum. Und dann eben nochmal Thema Verarbeitung, wie gerade schon angesprochen, hier eben aufpassen. Der Spannhebel, der ist wirklich nur aus ganz lapprigen ABS-Kunststoff gefertigt. Wenn ihr da das Hop-Up einstellt, geht eben ein bisschen vorsichtig vor. Wie gesagt, zieht da nicht dran wie ein Schmied, wie ein Metzger, sondern geht da einfach ein bisschen vorsichtig mit Gefühl vor. Ansonsten habt ihr das Ding halt irgendwann mal in der Hand. Dann bricht ihr euch ganz schnell einmal ab. Gut, Leute, dann weitere Punkte. Mündungsbremse wird hier nicht im unteren Bereich über einen Gewindestift gesichert. Bedeutet, ihr könnt das Ding ganz normal einmal abschrauben, habt einen O-Ring hinten mit dran und könnt dementsprechend dann auch vorne Schalldämpfer, Attrappen oder Tracer mit 14 mm Linksgewinde letztendlich einmal daran montieren. Vielleicht würde das Modell dann an der vorderen Seite vielleicht sogar noch ein bisschen schöner aussehen. Denn gerade der Cut hier oder diese Schräge, wie gesagt, designtechnisch ein bisschen Geschmackssache oder ein kleines bisschen arg ausgefallen, finde ich zumindest. So, und dann haben wir eben jetzt hier diesen Aluminium-Vorderschaft, der auch eben hier oben gelockt wird über den oberen Pin, wie Standard beim G36 und hier unten drin. Und hier, wie gerade schon angesprochen, vom Design her, es muss euch gefallen. Ich finde es nicht sonderlich schön, gerade wenn ihr dann später den Akku einlegt, habt ihr hier das ganze offene M-Lock-System, dann seht ihr die ganzen Kabel drin, der Balancer kann euch, wenn es blöd läuft, rausfallen. Hätte man vielleicht gerade an der Stelle, wo der Akku sitzt, hätte man vielleicht auf diese M-Lock-Positionen vielleicht sogar verzichten können. Dann hätte ich halt die hinteren beiden einfach geschlossen gemacht, dann hätte man Akku besser verstecken können. So ist halt alles komplett offen. Und wer braucht denn da hinten diese M-Lock-Positionen? Langt doch da vorne locker aus, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, auch hier dann vorne nochmal eine Pick-Rail oben drauf. Das ist alles schön gemeint, aber es ist irgendwie ein bisschen, weiß nicht, wie gesagt, ein bisschen Geschmackssache, ob einem das gefällt oder nicht. So, bisschen Spiel gerade schon angesprochen. Auch ist das Ganze jetzt natürlich nicht irgendwie einteilig der Vorderschaft, sondern die obere Arretierung, die letztendlich zum Receiver geht, wird einmal geschraubt. Bedeutet, die Arretierung ist nicht Bestandteil des Vorderschaftes, sondern extra Bauteil. Und auch die untere Arretierung ist auch nicht Bestandteil, sondern auch diese ist letztendlich mit dem Vorderschaft verschraubt. Ihr habt also ein ganz klassisches Aluminiumprofil eigentlich. Und die Haltepunkte, die sind dann zusätzlich nochmal draufgeschraubt. Ansonsten hätten wir das wahrscheinlich so nicht fertigen können. Was dann wieder recht schön ist, muss ich sagen, der JG Receiver oder das Material ist Polyamid-Kunststoff, recht angenehm von der Oberflächenbeschaffenheit, leichte Struktur drin. Wie gesagt, und auch hier, wenn man mal ein bisschen drückt und mal ein bisschen draufklopft auf den Receiver, wartet mal, ich heb's mal so. Ja, natürlich, dann klingeln die Federn innen drin und die Mündungsbremse klingelt ein bisschen, aber das macht einen soliden Eindruck. Bedeutet hier gerade im Vergleich zu S&T zum Beispiel, finde ich die Oberfläche oder finde ich den Receiver von der Haptik sogar ein bisschen schöner, muss ich sagen. Kommt vielleicht nicht ganz an die Syma-Version ran, aber die Syma bekommt man halt nur als kurze Version oder als C, nicht als K und nicht als L-Version. Also wie gesagt, da finde ich, ist es in Ordnung, das passt einwandfrei und auch die Verarbeitungsqualität von dem Receiver ist ebenfalls vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, die schenken sich alle nicht viel, aber eben von der Haptik das Modell minimal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, fühlt sich einfach besser an von der Haptik wie die S&T. Die S&T ist ein bisschen weicher vom Polyamid her und kann man auch ein kleines bisschen, wenn man es übertreibt, an manchen Stellen ein kleines bisschen zusammendrücken. So, was mir dann heute leider nicht gefällt, aber auch das ist wieder Geschmackssache, das ist der Magazinschacht bei der A2-Version, beziehungsweise bei dieser langen. Denn wie beim Lieferumfang schon gesagt, jetzt ballern sie uns hier ein G36 her mit einem AR-15-Magazin. Ein G36 braucht ein G36-Magazin, meiner Meinung nach. Denn gerade hier unten, das könnt ihr vergessen, bedeutet der Standard-Magazinauswurf, wie man beim G36 eigentlich verwendet, hier vorne, links oder rechts,
der funktioniert gar nicht mehr. Also den hätten sie sich auch sparen können. Ihr müsst also jedes Mal hergehen zum Nachladen und müsst letztendlich hier runtergehen, müsst hier drücken, dann Magazin raus und dann Glück haben. Und dann Glück haben, dass das Magazin sauber arretiert. Also der Handgriff ist ein bisschen anderer. Wie gesagt, es funktioniert, aber ein bisschen schade dann vom Design her. Wie gesagt, ein AR-15 Magazin in einem G36. Geschmackssache, was vielleicht noch cool gewesen wäre, Magazinauswurf ebenfalls vom Schützen aus auf der rechten Seite. So habt dann halt jetzt nur vom Schützen aus auf der linken Seite und den da unten könnt ihr einfach gar nicht nutzen. Und ebenfalls muss man vielleicht noch ergänzen, das ist zwar vom Material oder von der Farbe exakt identisch, der Receiver und der Magazinschacht. Der Magazinschacht fühlt sich aber relativ günstig an. Bedeutet, hier gehe ich davon aus, dass dieser nicht aus Polyamid ist, sondern aus ABS-Kunststoff. Wie gesagt, wenn ihr den mal wegmacht über den Pin hier, der fühlt sich nicht wirklich hochwertig an. Thema Magazin und Kompatibilität sprechen wir natürlich später durch. So, dann haben wir natürlich den Abzug, der ist sehr speziell. Da haben sie auch so ein Flat-Trigger gemacht. Warum auch immer, braucht man auch nicht wirklich. Aber was ich hier gut finde, aufgrund der ETU oder des EFCS-Systems mit der Lichtschranke, kann man im Vergleich zu anderen Modellen deutlich weiter vorne triggern. Bedeutet, ihr müsst nicht ohne Modifikation den Abzug komplett jedes Mal durchziehen bis ganz hinten. Bedeutet, wo es bei anderen EFCS-Systemen oder ETUs noch nötig ist, wenn man Abzug weiter vorhaben möchte, irgendwas aufzukleben, damit der Mikrotaster schneller erreichbar ist, ist hier nicht nötig. Bedeutet, ihr triggert einfach über die Lichtschranke deutlich weiter vorne. Finde ich gut umgesetzt und schauen wir uns ebenfalls später im Detail an. Und wie gesagt, warum man jetzt diesen Abzug wieder so flach runterzieht, Geschmackssache. Ich finde aber gerade da einfach keine Wölbung drin hat, sondern nur flach ist, wirkt ein bisschen, ja wie gesagt, wirkt ein bisschen länger. Oder was heißt länger nicht, aber der Punkt einfach, wo der Abzug sitzt, ist im Vergleich zum Original G36 einfach ein bisschen anders. Da die Wölbung oder daher der Radius nach hinten einfach fehlt. Sitzt also ein bisschen weiter vorne sozusagen. So, dann Feuerwahlhebelsystem ganz normal, wie man es kennt, läuft einwandfrei, ohne irgendwelche Schnitzer. Auch hier vom Schützen aus auf der rechten Seite natürlich beidseitig, wie bei jedem anderen G36 Modell letztendlich auch. Können wir nicht schimpfen, passt einwandfrei. Und dann haben wir letztendlich hinten noch den Schaft, der hat hier nochmal QD-Aufnahme, links und rechts einmal eingearbeitet und ist von der C-Version, bedeutet, das ist die kurze Version von dem Schaft. Die normale K müsste rein theoretisch ein bisschen längeren haben. Hier der kurze von der C-Version. Und wie gesagt, hier eben der Knopf, was ich sehr positiv finde, der Knopf wie bei anderen Herstellern auch aus Zink gefertigt. Gibt es aber auch Modelle auf dem Markt, wo der nur aus Kunststoff ist. Bedeutet hier, wie gesagt, aus Zink, hat aber allerdings in der Arretierung ein bisschen Spiel drin. Ihr könnt das Ganze ganz problemlos zuklappen. Natürlich einmal arretieren vom Schützen aus auf der rechten Seite, ganz normal Standard G36 und dann wieder einmal aufklappen. Aber wie gesagt, hier in der Arretierung leider ein bisschen Spiel drin und dadurch schwabbelt der ganze Schaft hinten so circa 5 bis 6 mm, kleines bisschen rum. Und hinten abschließend Schaft übrigens auch aus Polyamid-Kunststoff, Qualität vollkommen in Ordnung. Die Schaftkappe hinten ist aus einem Gummimaterial gefertigt. Ob das wirklich NBR ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein Gummi, fühlt sich anständig an und liegt rutschfest im Anschlag. Lasst uns weitermachen mit dem Thema Akku einlegen und Platz für den Akku. Und das ist letztendlich auch genauso wie bei jedem anderen G36. Bedeutet hier den oberen Pin einfach einmal rausziehen, komplett. Dann ist der Vorderschaft lose und ihr könnt diesen nach vorne einmal abziehen. So, hier kommen wir zu der ersten Designentscheidung, was ich auch nicht ganz so geil finde, zumindest jetzt bei dem Modell. Weiß ich nicht, ob das Standard ist, aber hier ist der T-Stecker hier oben im Receiver verankert. Bedeutet, das Kabel läuft hier extra nochmal um diese Führung rum. Und dadurch habt ihr keine Möglichkeit, hier vorne irgendwie den Akku irgendwie sauber anzustecken, da ihr an den Stecker so bescheiden rankommt. Wie gesagt, weiß ich nicht, ob der Standard ist. Ich würde es besser finden, wenn der Stecker einfach hier unten dran wäre. Schauen wir uns später auch bei der Demontage an, wie ihr das fixen könnt, dass der Stecker nicht da oben drin ist. Denn wie gesagt, zum Einstecken
nicht sonderlich benutzerfreundlich, finde ich zumindest. Geht auch besser. So, und dann bekommt ihr natürlich hier vorne ums Röhrchen oder um den Outer letztendlich ganz normale Triple Sticks 11,1 Volt ran. Bedeutet, ihr müsst euch letztendlich nur entscheiden, wie viel Akku wollt ihr durch diese Öffnungen, durch die M-Lock-Öffnungen sehen oder nicht. Verwendet ihr einen ganz großen Akku, 2150 mAh, ja, 11,1 Volt, dann geht dieser Akku natürlich komplett bis nach vorne durch. Bedeutet, ihr seht die Zellen dann komplett hier seitlich im M-Lock-System. Ebenfalls den Balancer und eben auch die Steckverbindung könntet ihr auch noch sehen, je nachdem, wo eben das Kabel rumliegt. Er passt aber rein. Bedeutet, ihr müsst hergehen, genauso eben wie bei anderen, ihr legt eine Zelle links, eine rechts und eine genau unter den Outer. Bedeutet genau einmal, ich kann es bloß schlecht zeigen, genau einmal so. Ich lege mal ein und dann können wir uns das Ganze mal im Detail anschauen. Wartet mal, ich drehe es vielleicht mal so her. Und dann, wie gesagt, zum Einstecken, bisschen fummelig das Ganze. Ich versuche jetzt einfach mal den Stecker irgendwie festzuhalten, damit ich da ein bisschen Widerstand habe. So, jetzt da, au, also Finger wieder raus. So, und jetzt müssen wir mal gucken, jetzt legen wir quasi eine Zelle, welche ist die mittlere? Das ist die mittlere, das ist die obere. Das heißt, wir legen die hier vielleicht so rum her, so rum, die nach unten und die andere legen wir einmal so rum her. So sieht es auch einigermaßen anständig aus. Und den Balancer müssen wir gucken, dass wir den so weit wie möglich nach hinten ins System reinbekommen. Ansonsten hängt euch der nämlich seitlich aus dem M-Lock raus. So können wir das machen. Popeln wir das Ganze so rein und dann nehmen wir letztendlich nur den Vorderschaft und ziehen uns diesen wieder vorsichtig einmal hier drüber. So, ein bisschen auf die Kabel aufpassen, damit wir die hier nicht irgendwie kaputt machen. So, zack, jawohl, das passt. Und einmal den Pin letztendlich einfach wieder einmal rein. So, und jetzt da, wie gesagt, jetzt eben der Punkt, genauso wie damals schon bei der VFC MCX angesprochen, warum ich kein Fan bin von Front-Wired in Kombination von einem offenen Vorderschaft. Ihr habt jetzt eben hier unten den Akku drin liegen. Man sieht komplett die ganzen Kabel durch. Den Balancer habe ich jetzt zwar relativ schön verstaut, sollte man auch darauf achten, aber man sieht einfach den gesamten Akku. Hätte man vielleicht eben hier die, ja nochmal 2, 3 M-Locks zugemacht, brauche ich ja hier seitlich eigentlich nicht wirklich, da langt's da vorne. Wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen. So sieht man halt den ganzen Akku hier drin liegen. Und wenn es ganz, ganz blöd läuft oder wenn ihr auf Nummer sicher gehen möchtet, dann solltet ihr zumindest hier, wo der Akku ist, nochmal solche M-Lock-Covers verwenden. Denn wenn es wirklich saudumm läuft und euch schießt genau hier durchs M-Lock jemand rein und die BB dringt ein und schlägt auf dem Akku auf oder auf der Zelle auf, dann kann es ganz schnell passieren, dass euch der Akku gut um die Ohren fliegen, im Regelfall nicht, aber er kann anfangen zum Ausgasen. Da müsst ihr ganz schnell schauen, dass ihr das rausnehmt, Akku abziehen, auf den Boden schmeißt, ansonsten fackelt euch vielleicht das Ding ab. Und wie gesagt, auf den Akku einfach ein kleines bisschen achten. Im Regelfall haltet ihr das Modell ja eh in diesem Bereich hier, bedeutet, die meisten Positionen werden so oder so von eurer Hand einmal überdeckt sozusagen. Akku ist somit eingelegt. Lasst uns weitermachen mit dem Thema Ansprechverhalten und Klangbild. Jetzt habt ihr es gerade schon gesehen, es ist wirklich ein sehr dicker 11,1 Volt Akku mit 2150 mAh. Und mit diesem großen LiPo läuft das System wirklich sauber, muss man sagen. Auch von der Zyklenzeit kann sie problemlos mit anderen modernen getunten Kniften mithalten. Bedeutet, wir liegen jetzt bei dem Akku voll geladen mit 12,6 Volt bei einer Zyklenzeit von 64 Millisekunden. Und das ist in Ordnung. Wie gesagt, da kann man überhaupt nicht schimpfen. Und gerade heute eine schöne Kombination gemacht aus dem 24K Motor in Kombination von einem 16:1 Gearset. Das harmoniert wirklich gut miteinander, muss man sagen. Also Ansprechverhalten ist klasse. Wenn ihr halt ein bisschen schwächere Akkus verwendet oder kleinere, dann geht das Ding halt hoch auf 70 Millisekunden. Aber auch das ist noch in Ordnung. So, und dann lasst uns über den Klang sprechen. Ihr werdet es jetzt dann gleich hören, oder ich habe es vorhin auch schon angesprochen. Rein von den Gears oder so ein Kreischen nehmt ihr nicht so stark wahr heute oder ihr könnt es nicht hören, da das Ganze von anderen Frequenzen und Scheppern und Klingeln überlagert wird. Bedeutet hier vorne, die Mündungsbremse klingelt wie normal irgendwas, dann scheppert leider auch hier oben die Feder hier oben drin vom Spannsystem scheppert und klingelt und auch die Hauptfeder in der Gearbox drin, die klingelt auch noch ein kleines bisschen nach.
Bedeutet, ihr werdet es jetzt dann gleich hören, wie gesagt, ihr nehmt keine Gears wahr, sondern ihr nehmt alles andere wahr. Bedeutet aber gleichzeitig auch, wenn ihr zum Beispiel hier einen Schalldämpferattrappe montiert oder eine andere Mündungsbremse, vielleicht die Hauptfeder durch eine bessere tauscht und vielleicht sogar das Klingeln hier oben rausnehmt vom Spannhebel, dann könnte es vielleicht sogar sein, dass ihr das Kreischen ein bisschen stärker wahrnehmt, da ihr einfach andere Frequenzen wiederum rausnehmt. Wenn euch dann das Kreischen auf den Zeiger geht, dann müsst ihr leider nochmal nachschimmen, denn hier ist das Shimming out of the box nicht ganz perfekt. Es ist nicht schlecht, aber es geht auch besser. Schauen wir uns später an. So, ich quatsche ein bisschen viel. Lasst uns noch mal ein paar Mumpeln raushauen. Ich schieße wieder auf den Karton und das Ganze mit 0,3 Gramm. Audioaufnahmen wie üblich einmal vorne Richtmikrofon, bedeutet Tonaufnahme vorne an der Mündung und einmal direkt vom Schützen. Hört sich immer anders an. Also, hören wir sie uns an. Einwandfrei. Also wie gesagt, vom Zyklus her, vom ganzen System läuft wirklich klasse. Das Ansprechverhalten wunderbar, schön über diesen optischen Sensor hier innen drin, über den Abzug finde ich geil, vorhin schon angesprochen. Lässt sich sauber fein triggern, Zyklenzeit 64 Millisekunden, einwandfrei. Also hier genauso wie eben gerade angesprochen, wie andere moderne, ja, getunte Kniften mit EFCS. Klasse. Nur eben den Klang, ich weiß jetzt nicht, wie gut ich das einfangen konnte. Wie gesagt, hier vorne klingelt es ein bisschen, hier oben klingelt es ein kleines bisschen. Und ihr habt einfach immer so ein bisschen, ja, so ein Federschwingen einfach auf dem Modell drauf. Haben aber leider andere Modelle auch und ist immer ein Punkt, den man gegebenenfalls richten sollte bzw. optimieren sollte. Als nächstes können wir uns auch das Federschnellwechselsystem noch im Detail anschauen und auch dieses ist letztendlich 1:1 genauso wie bei eigentlich allen anderen G36 Modellen. Bedeutet auch hier nichts Besonderes oder sowas, ist bei allen problemlos möglich. So, hierfür müsst ihr erstmal den Schaft einmal aufklappen und dann seht ihr hier hinten bereits einmal die Konterschraube vom Spring Guide. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, wo das Ding released worden ist, habe ich so einen kleinen Clip gesehen bei Norwich auf der Webseite, wo sie auch das Federschnellwechselsystem bewerben, wo dann drin steht, super schnelles Federschnellwechselsystem, da gehen sie einfach nur her und ziehen einen Spring Guide raus. Ja, aber so funktioniert es nicht. Bedeutet man natürlich, man benötigt einen Schlitzschraubendreher und muss zunächst mal die Konterschraube vom Spring Guide überhaupt erstmal lösen. Ansonsten kommt man natürlich überhaupt nicht an den Spring Guide ran. Und wie gesagt, letztendlich ist das Federschnellwechselsystem genauso wie bei allen anderen G36 Modellen auch. Also kein Alleinstellungsmerkmal. So, und jetzt wenn dann letztendlich die Konterschraube gelöst ist, dann kommt ihr natürlich an den Spring Guide ran. Bedeutet ganz normal mit dem Schraubendreher oder was auch immer ihr hernehmen wollt. Hier hinten einmal rein, Spring Guide und Feder einmal rausziehen. Und wie gesagt, genauso wie bei allen anderen G36 Modellen letztendlich auch. Wenn ihr dann eine andere Feder habt, einfach wieder reinstopfen, das Ganze über den Spring Guide einmal locken und natürlich nicht vergessen, immer schön die Konterschraube wieder zu installieren. Ansonsten könnte der Spring Guide in der Gearbox einmal wegklappen und dadurch könntet ihr euch das System kaputt machen. Dementsprechend Konterschraube selbstverständlich wieder einmal installieren. So, also Federschnellwechselsystem finde ich in Ordnung. Wie gesagt, haben die Modelle schon seit Jahren letztendlich, aber dadurch natürlich auch wieder flexibel einsetzbar. Wollte ein bisschen weiter runtergehen, so 1,1, 1,2 oder sowas, problemlos möglich. Und auch wenn ihr hoch wollt auf 1,7, 1,8, absolut kein Problem. Gerade eben, wie schon angesprochen, die Kombination heute aus Motor und Gears harmoniert gut und dementsprechend können wir eben auch auf 1,8, 1,9 hochgehen. Auch der Zylinderhead und die Gearbox würde das Ganze problemlos mitmachen. Schauen wir uns später nochmal im Detail an. Lass uns auch heute über das Thema Magazin und Kompatibilität sprechen. Wir haben, wie vorhin schon angesprochen, wir haben hier zwar oder für mich persönlich ein bisschen eine fragwürdige Kombination, ein G36 mit dem AR-15 Magazin. Wie gesagt, für mich nix. Mir wäre ein klassisches G36 Magazin deutlich lieber. Aber dadurch natürlich genau dieses Modell zu mehreren Magazinen und zu Standard AR-15 eben kompatibel. Bedeutet, wer jetzt schon Standardmagazine zu Hause hat, könnte diese gegebenenfalls auch in diesem Modell verwenden.
Ist ein kleiner Vorteil, designtechnisch finde ich es ein Nachteil, aber wie gesagt, müsst ihr entscheiden. Im Lieferumfang bei der A2 habt ihr dann letztendlich so ein ganz normales Mid-Cap-Magazin enthalten. Müsste von der SSR4 sein. Müsste, wie gesagt, dementsprechend aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Oberfläche in Ordnung, Innereien aus ABS-Kunststoff und vom Material ein kleines bisschen weicher. Bedeutet, ihr könnt das ganze Magazin so 5 mm ein bisschen reindrücken. Das müsste rein theoretisch von Quingliu sein. Wie gesagt, relativ günstig, ist aber in Ordnung. Dann habe ich für euch natürlich wieder mehrere Magazine durchgetestet und ein Punkt möchte ich euch ganz kurz zeigen, denn das lässt sich sehr schlecht erklären. Allgemein, jedes Magazin lässt sich etwas komisch nicht, aber gewöhnungsbedürftig einlegen. Bedeutet, ihr geht natürlich im Regelfall her, legt das Magazin ein, so jetzt habt ihr einen Klick gehört, aber das Magazin sitzt nicht drin, bedeutet, das Klicken hat nichts zu bedeuten. Ihr müsst jedes Magazin komplett bis Anschlag rein, mit ein bisschen mehr Schmackes und dann nochmal so leicht nach hinten ziehen quasi oder nach hinten kippen, damit letztendlich dieser Hebel hier arretieren kann. Wenn ihr das nicht beachtet und das Magazin einfach nur so reinschiebt und dann denkt ihr, ja, das ist drin. Nö, ist es nicht, das fällt euch einfach wieder raus. Wie gesagt, bei jedem Magazin beachten oder ihr prügelt es einfach rein, dann passt es auch. Wie gesagt, wenn ihr das behutsam einlegen wollt, rein und dann nach hinten oben ziehen, bis der Hebel hier einmal arretiert. Und dann, wie auch schon angesprochen vorhin, und dann der Standardgriff normalerweise unten einfach ran, wie man es gewohnt ist. Beim G36 funktioniert hier leider auch nicht mehr. Bedeutet, ihr müsst immer den Magazinauswurf vom Schützenhaus links nutzen. Also hier nur auf einer Seite und natürlich nicht auf beiden Seiten zu verwenden. Wer also ein G36 gewohnt ist, sondern hier immer den hier macht, ja, viel Spaß, da könnt ihr drücken, wie ihr wollt da unten, da könnt ihr das Magazin leider standardmäßig nicht lösen. Ich meine, es ist auch möglich, den Magazinschacht zu tauschen, müsste ich aber noch mal gucken, gegen einen Standard G36. Das wäre dann für mich die beste Wahl, denn wie gesagt, in der G36 gehören für mich persönlich auch G36 Magazine rein und keine AR-15. Geschmackssache. So, wie gesagt, ich habe ein bisschen was getestet. Lasst uns erstmal die 3 durchsprechen, die leider nicht funktionieren. Das ist einmal ICS Mid-Cap Magazin. Das arretiert zwar, hat aber sehr viel Spiel. Bedeutet, hier feedet das Ganze nicht und der Schieber zum Auslass öffnet nicht. Also das feedet halt nicht. Dann ebenfalls, was leider nicht funktioniert, ist Lonex Mid-Cap Magazin. Das arretiert nicht und auch das PMAG Magazin von E&C arretiert ebenfalls nicht. Bedeutet, das klemmt einfach zu stark. So, dann Magazine, die funktionieren. Da haben wir zunächst mal die beiden Syma Stahlblech-Magazin, Standard Midcap oder Syma PMAG Klon, funktionieren beide, gibt's gar nichts zu maulen. Auch Airsoft Systems Magazin funktioniert einwandfrei. Dann selbst dieses billige Battle Axe Magazin, was im Regelfall ja sehr selten feedet, funktioniert in diesem Modell. Natürlich, je nachdem, was für ein Magazin ihr kauft, wieder aufpassen. Manche machen 0,32 Maximum oder 0,3. Andere funktionieren dann auch mit 0,36. Wie gesagt, je nach Hersteller. Auf jeden Fall dann auch die alten PTS-Magazine, die EPMs funktionieren einwandfrei. Und auch die beiden Arcturos, egal ob alte Version oder neue Version, haben zwar links und rechts ein bisschen viel Spiel, funktionieren aber tadellos. Bedeutet, wenn ihr da schon welche zu Hause habt, einfach weiter verwenden. Wenn wir gerade schon beim Thema Feeding waren, auch das Originalmagazin kommt bei 0,4 an seine Grenzen. Bedeutet, bei 0,36 konnte ich noch einigermaßen schnell triggern, ohne irgendwelche Probleme. Ab 0,4 kam es dann immer wieder zu Aussetzern bis zu Feeding-Problemen. Bedeutet, auch hier ist letztendlich die Feder vermutlich nicht ganz so stark, um 0,4 Gramm sauber feeden zu können. Dann lasst uns das Modell ebenfalls nochmal in der Nahaufnahme etwas durchleuchten. Fangen wir wieder vorne an. Die Mündungsbremse jetzt vorhin schon kurz angesprochen. Aluminium, CNC gefertigt, ist in Ordnung. Wird über ein O-Ring auf dem Aluminiumrohr oder Outer gehalten. Nur eben aufgrund des Designs, wie bei anderen, leider dieses Klingeln vorhanden. Wie vorhin schon angesprochen, wie gesagt, macht sie weg, tauscht sie aus, wenn euch das etwas stört. So, und dann möchte ich eben hier jetzt in der Nahaufnahme nochmal ganz kurz auf die Verarbeitungsqualität und auf die Passgenauigkeit eingehen, was den Outer bzw. was das Rohr betrifft und den Vorderschaft.
So, zunächst mal sprechen wir mal an. Jetzt im inneren Bereich wird es, glaube ich, sogar beworben, dass jetzt im Vergleich zu anderen Modellen der Outer irgendwie besonders toll gelockt oder gehalten wird. Macht aber keinen Unterschied, wie vorhin schon angesprochen. Nehmen wir mal an, ich halte jetzt das Modell nur hier oben am Tragegriff fest. Und dann seht ihr eben hier, dass natürlich auch die SSR 63 doch relativ viel Spiel im Outer einmal drin hat. Und auch wenn wir uns das Modell mal auf die Seite kippen, dann können wir nämlich auch feststellen, dass eben auch auf der Seite, wenn ich sie irgendwie mal gescheit auflegen kann, so jetzt so, dass eben auch auf der Seite kleines bisschen Spiel vorhanden ist. Bedeutet, genauso wie bei anderen G36 Modellen auch, überträgt sich der Aufprall von der Gearbox auf den Outer und es kommt einfach zu einem Schwingen. Wie gesagt, hier, auch wenn sie jetzt diese Arretierung da innen drin irgendwie extra bewerben, kein Stück besser, muss man sagen. Ebenfalls, wie vorhin auch schon angesprochen, hier oben drin am Aufnahme vom Vorderschaft auch ein kleines bisschen Spiel in dem Pin-System, sowie das Spiel ebenfalls hier unten in der Arretierung drin. Und dadurch hat eben auch der gesamte Vorderschaft auch circa 1 mm bis 1,5 mm Spiel. Und wenn man sich das einfach dann vorne mal kombiniert anschaut, da sieht es dann doch schon relativ gravierend aus. Also wie gesagt, hier von der Verarbeitungsqualität, naja, muss man sagen, ist okay. So, dann der Vorderschaft, Aluminium, dreiteilig das Ganze, bedeutet nicht nur ein Vorderschaft letztendlich, sondern das Profil ist ein Bauteil und dann habt ihr, wie vorhin schon angesprochen, die obere Arretierung und die untere Arretierung sind separate Bauteile, ist letztendlich nur miteinander verschraubt. Vom Aufbau her oder die Idee mit dem M-Lock-System, die finde ich wirklich geil. Das finde ich super. Und auch, dass es aus Alu ist und nicht aus Polyamid, finde ich auch recht gut. Aber die Design-Umsetzung, wie gesagt, ist sehr stark Geschmackssache. Gerade dann hier vorne, da hat man hier wieder ein bisschen Pick-Rail drauf. Hier unten nochmal Pick-Rail, überall M-Lock, hier diese Schräge drin. Ich finde das Ding, das passt irgendwie nicht ganz zum G36. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, darüber können wir uns streiten. Die allgemeine Qualität vom Aluminium, die ist aber tipptopp und können wir nicht kritisieren. Und wie gesagt, Design fragwürdig, Umsetzung oder Qualität der Fräsung und Aussparungen, das ist wirklich in Ordnung. Nur eben Passgenauigkeit zu der Arretierung selbst, beziehungsweise zum Receiver selbst, hätte vielleicht noch mal ein kleines bisschen besser sein können. Wenn wir dann den Vorderschaft einmal entfernen, dann kann man natürlich auch sehen, dass bei diesem Modell auf eine komplett nachgebildete Gasabnahme bzw. auf das gesamte Gassystem auch komplett verzichtet wurde. Bedeutet, ihr habt letztendlich unter dem Vorderschaft letztendlich einfach nur so ein kleines, dünnes Aluminiumröhrchen, also euren Outer. Mehr ist hier unten nicht vorhanden, also komplett offen letztendlich. So eine nachgebildete Gasabnahme wäre vielleicht noch ein schönes Detail gewesen, aber auf sowas legt natürlich Norwich ja keinen Wert. Müsst auch ihr entscheiden, ob euch das wichtig ist oder nicht. Was man vielleicht noch positiv ansprechen muss, da wir eben kein Gassystem hier vorne nachgebildet haben, natürlich im vorderen Bereich etwas mehr Platz für den Akku um den Lauf herum. Ansonsten bei anderen Modellen kann die Gasabnahme oder das Gassystem etwas im Weg sein. So, hier unten seht ihr dann eben diese Arretierung, diese tolle, also hier wird der Lauf letztendlich läuft nur durch so eine Schelle durch und hier hinten ist es letztendlich geschraubt. Aber daher hier in der Schelle ein bisschen Spiel drin ist, wie gesagt, wie gerade schon gesehen, eben das Spiel hier etwas vorhanden. Und dann könnt ihr, wie gerade schon beim Akku einlegen, auch schon angesprochen, das weiß ich eben nicht, ob das Standard ist, hier den Stecker hier oben reinzuziehen, ist extrem benutzerunfreundlich, muss man sagen. Also hier in Akku anzustecken, ja, weiß nicht, finde ich jetzt nicht so geil. Werde ich euch dann gleich bei der Demontage zeigen. Zieht euch den Stecker am besten hier unten rein und macht ihn hier vorne mit Velcro oder mit so einem Velcro-Kabelbinder einmal fest. Deutlich schöner dann letztendlich zum Ein- und Abstecken, muss man sagen. Und auch wenn ihr dann mal später an die Gearbox ran wollt oder irgendwie für eine Wartung, tut er euch einfach deutlich leichter, wenn der Stecker hier unten drin liegt oder die Kabel, anstatt hier oben. Denn dadurch müsst ihr jetzt dann, seht ihr eben gleich, müsst ihr das gesamte Modell eigentlich auseinanderkloppen, um ansatzweise hier für eine Wartung an die Gearbox ranzukommen.
Lass uns ebenfalls ein paar Worte über den Receiver bzw. das Gehäuse verlieren. Hier haben wir auch Polyamid-Kunststoff, also quasi gesamter Upper, oberes Gehäuse, sowie das Griffstück unten auch komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Und hier muss ich sagen, das ist von der Verarbeitungsqualität und vom Material selbst her wirklich gut. Bedeutet nicht ganz so gut wie Syma, da kommt es nicht ganz ran, aber zum Beispiel minimal besser, zum Beispiel wie bei S&T. Bedeutet, es fühlt sich einfach von der Haptik her, und wenn man es mal zusammendrückt und die Knifte ein bisschen versucht zu verwinden, ja, sie hat ganz leicht Flex, aber der Polyamid-Kunststoff ist dennoch minimal härter wie bei S&T. Da ist er also ein bisschen weicher. Ganz an Syma von der Haptik kommt es leider nicht ganz ran. Bedeutet, mein absoluter Favorit, wenn es ums Thema Gehäuse geht, ist immer noch die Syma-Variante. Die bekommt er aber halt leider nur als C-Version her, was schon mal wieder schade ist. Also das ist in Ordnung. Von der Passgenauigkeit ist mir nur aufgefallen, dass man hier zwischen Griffstück und dem oberen Gehäuse hier so einen kleinen Spalt von ca. 0,5 mm hat. Und dann sieht man einfach innen drin, wie die Zahnrädchen laufen. Also hier ein ganz, ganz kleiner Spalt, haben aber andere Modelle auch. Dementsprechend kann man es eigentlich nicht wirklich kritisch ansprechen. Also ist in Ordnung. Dann, wie vorhin schon angesprochen, aufpassen, Charging Handle bzw. Spannhebel oben, sehr, sehr lapprig, nur aus ABS-Kunststoff gefertigt, und auch der Fake-Verschluss ist letztendlich auch nur aus ABS. Das ist nur so ein ganz, ganz dünnes Plastikblechchen oder ja, Plastikfetzen eigentlich. Dementsprechend hier halt ein bisschen aufpassen. Und wie vorhin auch schon angesprochen, ihr Bolt Catch leider ohne Funktion, bedeutet, ihr müsst den Spannhebel hinten halten, um hier innen drin ans Hop-Up-Einstellrädchen ranzukommen. Da haben eben andere G630 Modelle, die haben hier einen Bolt Catch mit Funktion. Dann lockt es, kann man hier unten über einen Bolt Catch oder über einen Lever quasi lösen, über einen Verschlussfang. Ist bei dem Modell leider nicht möglich. Aber wie gesagt, hier ein bisschen aufpassen. Dann haben wir oben die Pick Rail oben drauf. Die ist komplett aus Aluminium gefertigt. Das ist schon mal gut, gerade vom Aufbau her. Bedeutet, man hat hier weniger Flex drin oder eben kein Flex drin. Da muss man aber ansprechen, dass auch die ganzen KSK-Schienen aus Polyamid-Kunststoff, die haben auch kein Flex drin. Bedeutet, die haben innen unten drin so wie so ein Netz eingearbeitet, so eine Struktur, und dadurch flexen sie nicht. Also warum man das jetzt unbedingt aus Alu machen muss, weiß ich jetzt nicht. Und gerade auch der hintere Punkt, hier der Übergang hier hinten, das finde ich jetzt nicht vom Design nicht sonderlich schön umgesetzt. Das sieht einfach sehr klobig und ja, sieht aus wie ein Bus eigentlich. Da normale KSK oder normale Raids, die sind hier unterbrochen, hätten wir vielleicht auch direkt gleich noch ein Kimme einarbeiten können hinten und vielleicht vorne Korn einarbeiten als Backup-Visierung. Aber an sowas hat man hier natürlich nicht gedacht. Also einfach so ein Klober oben drauf und eine Rail. Ja, Hauptsache es ist aus Alu auf gut Deutsch. Der Magazinschacht dann, wie vorhin schon angesprochen, eben AR15, und der ist eben nicht aus Polyamid, glaube ich zumindest, denn er fühlt sich relativ schepprig an. Also da gehe ich davon aus, dass der hier aus ABS ist, macht aber keinen Abbruch, ob der jetzt eben aus ABS oder aus Polyamid ist. Wie gesagt, er fühlt sich einfach ein bisschen, und auch wenn man drauf rumkratzt, der hört sich einfach sehr, sehr schepprig an im Vergleich zum gesamten Receiver letztendlich. Somit sind wir bereits beim letzten Punkt der Verarbeitungsqualität, und das ist der gesamte Schaft hinten. Hier vorhin schon kurz angesprochen, der Knopf letztendlich oder der Arretierungsknopf aus Zinkguss gefertigt, arretiert hier am Polyamid-Kunststoff und hat hier innen in der Arretierung leider ein kleines bisschen Spiel drin. Und ja, auch ein Schaft von der AR15 kann auf der Buffertube hin und her wackeln, keine Frage. Ich bin aber der Meinung, oder mir ist es zumindest so aufgefallen, als ich mit dem Ding geschossen habe, dass sich das hier vielleicht aufgrund des Schaftes doch ein bisschen, ja, man merkt es einfach. Und wisst ihr, bei einer AR15, ihr drückt das Ding nach hinten, dann ist es wurscht, wenn der Schaft mal 1 mm oder 2 mm Luft hat auf der Tube. Hier wiederum kann eben der gesamte Schaft im hinteren Bereich locker 5 bis 6 mm ein kleines bisschen wackeln. Und das habe ich eben gerade bei dem Modell doch ein kleines bisschen stärker wahrgenommen. Bedeutet, wenn wir uns das einfach mal umdrehen und mal von oben drauf schauen und ihr orientiert euch einfach mal an diesem QC-Pass, dann könnt ihr es vielleicht hier sehen, dass der ganze Schaft da hinten an der Kappe oder an der Schaftkappe locker 5 mm Spiel hat oder rumwackelt. Und wie gesagt, das merkt man leider auch, wenn man das Modell in den Anschlag reinnimmt. Ansonsten ist der Schaft von der Qualität in Ordnung, muss man sagen. Bedeutet komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt.
hier oben im oberen Bereich und eben die Schaftkappe hinten komplett aus Gummi oder aus so einer Art Gummimaterial. Zwar relativ hart, nicht irgendwie recht grob hinten von der Schaftkappe, aber schön rutschfest im Anschlag drin. So, und Qualität, wie gesagt, habe ich gesagt, in Ordnung, denn hier oben habe ich ein paar kleine, ja, so ein paar kleine Macken drin. Wartet, ich drehe es euch einfach mal so schnell her, dann könnt ihr es besser sehen. Hier sind so bei dem Modell jetzt so kleine Kunststoffmacken drin und auch hier innen drin, ja, ein bisschen grob, sage ich mal, von der Naht her. Aber ansonsten ist das Ding vollkommen in Ordnung. Ihr seht es vielleicht jetzt bereits vom Schützen aus auf der linken wie auch auf der rechten Seite haben wir hier einmal Aufnahme für QD Slingswivel eingearbeitet. Diese sind aber nicht aus Stahl, sondern aus Aluminium gefertigt. Also hier wieder aufpassen, wenn ihr da einen habt, der nicht zu 100% perfekt passt, dann kann es sehr schnell passieren, dass ihr einfach diese Alu-Aufnahme oder die Arretierung einfach rausreißt. Und wie gesagt, hier normalerweise auch Stahl ist hier deutlich haltbarer wie Aluminium. Gut Leute, dann machen wir auch heute einen kleinen Demontageteil, wenn ihr für eine Wartung mal irgendwo ran wollt. Natürlich lässt sich die Yingong oder JG G36 letztendlich ähnlich demontieren wie andere G36 Modelle auf dem Markt auch. Nur eben beim Hop-Up ist es ein bisschen anders oder beim Outer, wie auch die Gearbox ist jetzt hier hinten nicht wie beim Original über einen Pin gemacht, sondern letztendlich verschraubt. Ansonsten ist der Rest eigentlich ja nahezu identisch. Wer gar keine Ahnung davon hat, wie gesagt, ich zeige es euch einfach mal ganz kurz im Schnellverfahren. Bedeutet wie beim Akku einlegen, Pin raus, Vorderschaft einmal abziehen. So, dann können wir ebenfalls den Magazinhalter hier unten lösen. Auch hier, wenn ihr jetzt einen anderen haben wollt für Original G36 Magazine und nicht für dieses M4 Zeug mit dem etwas gewöhnungsbedürftigen Magazinhalter, dann eben hier ganz normal lösen. Habt ihr standardmäßig den Pin drin, diesen einmal durchdrücken vollständig, rausziehen und dann könnt ihr den Magazinschacht einfach wegnehmen. Und wie gesagt, der ist nur aus ABS Plastik, fühlt sich ein bisschen billig an. Ihr könnt aber wie gesagt auch hier problemlos Original G36 eben verwenden. Und wie vorhin schon angesprochen, ich bin einfach kein Fan G36 mit dem M4 Magazin. Aber das ist jedem selbstverständlich selbst überlassen. So, dann lasst uns hier hinten weitermachen. Wir lösen zunächst mal die Schrauben. Wie gesagt, das ist jetzt hier bei dem Modell leider kein Pin, sondern das Ganze ist geschraubt. Bedeutet hier eine kleine Schraube drin. Die muss weg. Und ebenfalls, wenn wir das Modell umdrehen, auf der gegenüberliegenden Seite nochmal eine Schraube. Und wie gesagt, bei anderen Modellen habt ihr da letztendlich nur einen Pin drin, wie beim Magazinschacht oder wie beim Original auch. Hier ist das Ganze verschraubt. So, dann klappt man den Schaft einmal ein, denn auch im hinteren Bereich oben finden wir nochmal eine Schraube vor. Diese lösen wir ebenfalls. So, und jetzt könnten wir im Regelfall bei anderen Modellen einfach nur die Hop-Up-Kammer einmal zurückziehen und die Gearbox einmal rausnehmen. Ihr seht aber, das ist hier nicht der Fall. Bedeutet, wir müssen jetzt zunächst mal, wenn bei eurem Modell auch der Stecker so bescheiden verlegt sein sollte, wie vorhin schon angesprochen, zum Akku einlegen oder zum Akku anstecken, ziemlich wurstig das Ganze. Dann würde ich das Kabel hier oben drüber legen, ist deutlich benutzerfreundlicher. Vielleicht hier nochmal mit dem Kabelbinder, aber den Stecker da unten rein zu knödeln, das ist sowas von würstig, finde ich gar nicht gut. Würde ich umgehend fixen. So, wie gesagt, drehen wir das Ganze um, denn wir bekommen die Gearbox nur raus, wenn wir eben auch das Kabel freilegen. Hierfür diese beiden Schrauben, wie üblich, einmal lösen. 2 lange Kreuzschrauben. Wenn ihr dann die beiden Schrauben gelöst habt hier oben, werdet ihr eben feststellen, dass im Regelfall bei normalen G36 Modellen könntet ihr jetzt einfach hier vorne Gewindekappe lösen oder ihr könnt bei zum Beispiel Golden Eagle oder Syma könntet ihr den ganzen Block jetzt nach vorne rausziehen. Das ist eben hier nicht möglich, denn die ganze Aufnahme für den Outer oder für den Außenlauf wird hier oben drin nochmal über 2 kleine Schrauben unter dem Plastik-Spannhebel ebenfalls arretiert. Bedeutet, um jetzt hier überhaupt ranzukommen, müssen wir ebenfalls die gesamte Top Rail einmal entfernen. Bedeutet standardmäßig hier oben Kreuzschraubendreher nehmen, die beiden fetten Schrauben lösen, einmal hier vorne. Dann umdrehen, die Schrauben einmal durchdrücken
entnehmen oder abnehmen und dann eben die gesamte Top Rail einmal runterziehen, wie man es einfach kennt. Ihr seht auch, hier wird das Ganze eben nur hier vorne über eine Schraube und hier hinten über eine Schraube gehalten. Im Regelfall haben G36 Modelle hier hinten aber nochmal eine drin. Ist hier eben nicht der Fall. Also Top Rail einmal runter und jetzt kommt ihr eben, wenn ihr den Spannhebel zurückzieht, kommt ihr hier vorne an diese beiden Senkkopfschrauben hin. So, und diese müssen wir ebenfalls entfernen. Und wenn ihr dann die beiden Schrauben gelöst habt, dann habt ihr es endlich geschafft. Dann könnt ihr nämlich den gesamten Outer bzw. das gesamte Rohr nach vorne einmal rausziehen. Und wie gesagt, die ganze Arbeit mit den ganzen Schrauben hier vorne letztendlich nur, weil der Stecker hier so bescheiden verlegt worden ist. Zeige ich euch gleich, wie ich es optimieren würde. Bedeutet, wir machen jetzt erstmal diese Spannklemme. Die ziehen wir uns jetzt erstmal ein bisschen nach vorne, lösen das Ganze quasi hier. Dann wird letztendlich auch der Stecker und das Kabel frei. Und ich würde jetzt einfach hergehen. Ich würde mir eben, um mir die ganze Arbeit zu sparen, würde ich jetzt einfach hergehen, würde das Ganze so installieren und das Kabel quasi hier ganz normal reinlegen und dann vielleicht hier um diesen kleinen Versatz hier entweder ein Stück Velcro rum, dass das Kabel ein bisschen gehalten wird, oder eben einen Kabelbinder rummachen und nicht den Stecker da unten durchziehen oder das Kabel. Mega wurstig. So, bedeutet, wir nehmen jetzt einfach mal den gesamten Outer auch noch mit raus. Müsstet ihr, wenn das Kabel eben besser drin liegen würde, könntet ihr euch eben das Ganze nämlich sparen, denn letztendlich wird die Hop-Up-Kammer genauso im Outer arretiert wie bei anderen G36 Modellen auch. Bedeutet, ist hier letztendlich auch nur mit dem Outer ja arretiert. Bedeutet einfach drehen, zack, fertig. Also genauso wie bei anderen Modellen letztendlich auch. Und wie gesagt, würde man sich das sparen mit dem Kabel oder würde man das anders verlegen, würde man sich hier ein bisschen leichter tun. So, und dann könnt ihr eben auch die gesamte Gearbox rausziehen. Bedeutet hier einfach die Receiver-Hälften ein bisschen aufklappen, links und rechts, und die gesamte Gearbox einmal nach unten rausziehen. So, et voilà, habt ihr die Gearbox oder beziehungsweise den Lower aus dem Gehäuse entfernt. Dann lasst uns direkt mit dem Lower weitermachen. Entfernen wir die große Kreuzschraube hier unten, um letztendlich die Gearbox bzw. den Motorkäfig unten zu lösen. Bedeutet hier letztendlich genau andersrum wie bei Standard AR15 Modellen. Im Regelfall müsst ihr die beiden Schrauben lösen, ist eben beim G36 aufgrund der V3 Gearbox nicht nötig. Bedeutet hier letztendlich nur die mittlere Schraube entfernen. Dann haben wir hier beim Abzugsbügel letztendlich einen großen Pin drin. Diesen klopfen wir uns einmal raus. So, und jetzt ist nichts weiteres dabei. Die Knifte oder die Gearbox einmal auf halbautomatisch umstellen. Hier eben seitlich schauen, dass ihr jetzt mit dem Feuerwahlhebelsystem einmal aus der Selector Plate rauskommt und auf der gegenüberliegenden Seite schauen, dass ihr aus dem Sicherungshebel rauskommt. Der läuft hier unten letztendlich drin. Und genauso müsst ihr letztendlich später die Gearbox auch wieder im Feuerwahlhebel ja einmal arretieren. Bedeutet jetzt einfach ein kleines bisschen nach oben rausnoddeln das Ganze. Letztendlich wie man es letztendlich kennt. Gut, die kleine Feder, falls es jemanden interessiert, gehört hier unten normalerweise auf dem Bolt Catch Lever. Aber wie vorhin schon angesprochen, der ist letztendlich bei diesem Modell leider ohne Funktion. Ist also nur eine Attrappe letztendlich. Dann lasst uns anschließend gleich die Feder rausholen. Hier vorhin schon angesprochen beim Federschnellwechselsystem. Ich weiß nicht genau, wie sie diese Videoaufnahme auf der Webseite gemacht haben, aber so funktioniert es nicht. Bedeutet, wir haben hier letztendlich noch so eine Führungsschraube drin oder so eine Zentrierschraube am Spring Guide. Die müssen wir zunächst mal lösen und erst jetzt ist es uns letztendlich möglich, die Feder und den Spring Guide nach hinten rauszubekommen. Wie gesagt, da haben sie so ein Video auf der Website, da gehen sie einfach mit irgendeinem Tool hinten rein, drehen es rum. Naja gut, aber die Schraube muss man halt trotzdem vorher lösen. Und wie gesagt, naja. Also, einmal raus mit dem ganzen Zeug und dann können wir die Gearbox ganz normal einmal öffnen. Bedeutet, wir drehen sie um und lösen zunächst mal den Motorkäfig unten. Diese beiden Senkkopfschrauben kreuz. Ziehen anschließend die Kabel einmal ab. Bedeutet, wir fangen beim Minus an. Läuft hier vom Schützen aus auf der rechten Seite. Einmal Plus vom Schützen aus auf der linken Seite und nehmen den Motor zusammen mit dem Motorkäfig nach unten ab. So, dann haben wir die seitliche Aufnahme oder die seitliche Führung hier für den Sicherungshebel. Quasi diese beiden Schrauben, ganz normal G36 Standard, einmal lösen.
Dann können wir den gesamten Block zusammen mit dem Sicherungshebel abnehmen, nur auf die Feder aufpassen. Wie gesagt, die liegt hier einmal in so einer Führung unten drin und geht dann später hier auf den Sicherungshebel drauf. Ganzen Block einfach einmal abnehmen. Jetzt können wir direkt gleich weitermachen mit dieser Schutzabdeckung hier unten. Ebenfalls einmal aushaken, ist nur aus Plastik gefertigt, genauso wie bei einer AK letztendlich auch. Na komm, raus. Einmal abnehmen das Ganze drum und dann bleibt uns letztendlich nur noch die Schrauben und das Spannblech. Bedeutet, Spannblech habt ihr hier oben drauf. Müsstet ihr kennen, zeige ich euch dann gleich. Lasst uns aber zunächst mal die Schrauben lösen. Und abschließend eben das Spannblech hier oben oder Klemmblech einmal runter. Geht genauso wie bei anderen V3 Gearboxen letztendlich auch. Bedeutet, ihr geht mit dem Schrittschraubendreher hier oben in diese Kerbe rein und klopft dann dieses Blech vorsichtig einmal runter. Und voilà, habt ihr letztendlich die ganze Gearbox geöffnet. Bedeutet, ihr könnt hier hinten noch die Kabelhalterung einmal aushaken. Die löst sich aber im Regelfall von alleine. Bedeutet das Plastikding hier. Und dann könnt ihr die Gearbox ganz normal einmal öffnen. Dann haben wir letztendlich nur noch die Hop-Up-Kammer übrig und diese ist exakt genauso aufgebaut wie jede andere G36 Hop-Up-Kammer letztendlich auch. Bedeutet, ihr habt zunächst mal die Feder hier vorne, die zieht ihr nach vorne ab. Unten der C-Clip, nach unten wegdrücken, also einmal wegklipsen das Ganze sozusagen. So, und dadurch ist jetzt das Einstellrädchen lose, das wird nur über den O-Ring gehalten, bedeutet, könnt ihr ganz normal nach vorne abziehen. Jetzt müsst ihr es halt ein bisschen drehen, damit ihr hier über diese Flügel einmal drüber kommt, könnt es nach vorne abziehen. Jetzt von oben letztendlich der Standard, ja der Standardarm letztendlich, also das Teil hier letztendlich einmal weg, auch Standard wie gesagt. Und jetzt nicht wundern, denn der Lauf sitzt sehr, sehr lose im Hopper-Bucking drin. Bedeutet, ihr werdet oder könnt es vielleicht jetzt schon sehen, dass der Lauf hier nicht mehr oder der Inner letztendlich nicht wirklich im Bucking sauber drin sitzt. Bedeutet, wenn ihr jetzt dran zieht, dann habt ihr letztendlich euren Lauf, aber das Bucking steckt immer noch drin. Bedeutet, jetzt müsst ihr aufpassen, dass wenn ihr das rausdrückt, das Bucking, wenn ihr es mal rausmachen wollt, damit ihr das Ganze eben nicht zerreißt oder nicht beschädigt. So, schauen wir mal, ob wir es sauber rausbekommen, ohne dass wir es kaputt machen. So, komm raus. Das ist letztendlich auch bloß wieder ein Straight Bucking. So, und einmal raus mit dem ganzen Ding. So, und von oben steckt noch der Tensioner drin. Den können wir uns entweder nach oben rausnehmen oder wir drücken ihn einfach durch und nehmen ihn nach hinten raus. So, und voilà, habt ihr das ganze Ding auseinandergenommen. Dann lasst uns weitermachen mit den Internals. Schauen wir uns auch hier wieder zunächst die Gearbox wie auch die Lagerung an. Die Gearbox müsst ihr da rein theoretisch kennen, wenn ihr diesen Kanal aktiv verfolgt oder ein kleines bisschen in der Technik drinsteckt. Denn hier haben wir letztendlich eine handelsübliche JG V3 Gearbox Shell. Bedeutet exakt 1:1 identisch wie auch zum Beispiel bei dieser S77 bzw. bei diesem AUG-Modell. Gleiche Gearbox drin, V3-System mit Federschnellwechselsystem hinten. Also nichts Ausgefallenes und nichts Besonderes. Hier vielleicht eine ganz kleine Ergänzung, gerade gestern Abend auch erst wieder im Facebook gelesen. Da ist bei jemandem die Gearbox von der SSR4 mal wieder vorne gerissen oder gebrochen. Hier nicht vergleichen, denn SSR4 wird von Quingliu gebaut und ist eine V2 Gearbox. Das lässt sich aufgrund der Konstruktion mit einer V3 nicht wirklich vergleichen. Bedeutet, eine V3 Gearbox, gerade für Einsteiger wichtig zu wissen, ist im vorderen Bereich aufgrund der Konstruktion deutlich solider und robuster wie eine V2 Gearbox. Bei einer V2 müsst ihr immer aufpassen, je nachdem welchen Hersteller ihr verwendet oder benutzt, mal mehr haltbar, mal etwas weniger haltbar. Und wie gesagt, hier V3 Gearbox ist vollkommen in Ordnung und ihr könnt das Ding auch problemlos mit 1,8 Joule zum Beispiel betreiben. Die Qualität der Gearbox, gut, brauchen wir nicht ansprechen, ganz normal. Wir haben jetzt hier zwar, wie gesagt, keine Radien irgendwie vorne drin, daher aber die Gearbox an sich anders konstruiert ist. Wie gesagt, deutlich haltbarer. Auch Nut- und Federsystem von der JG Gearbox ist vollkommen in Ordnung. Und auch das Federschnellwechselsystem, wie vorhin schon kurz gesehen, passt ebenfalls einwandfrei. Letztendlich genauso wie bei anderen Modellen von JG umgesetzt. Bedeutet, Spring Guide sitzt hier hinten drin, ist ein Zweiflügel Spring Guide. Bedeutet, im Regelfall könnte der hier innen drin rumschwabbeln, wird aber zum Glück von außen nochmal mit einer Konterschraube gehalten bzw. gesichert. Dann ist das vollkommen in Ordnung.
So, die Lagerung, da haben sie jetzt keine Hybridkombination verbaut, sondern letztendlich stinknormales 8 mm Gleitlagersystem bzw. 8 mm Starrlaufbuchsen und das an jedem einzelnen Gear. Habe ich euch auch schon häufiger angesprochen, lieber verwenden Sie Starrlaufbuchsen oder Gleitlager, bevor Sie hergehen und irgendwelche minderwertigen China-Kugellager einbauen. Denn gerade die können, wie gesagt, wenn sie von schlechter Qualität sind, können sie doch recht schnell kaputt gehen. Wie gesagt, hier auf Nummer sicher gegangen, komplette Gleitlager verbaut, ist auch vollkommen in Ordnung, können wir nicht kritisieren. Vielleicht wäre es noch ein bisschen besser gegangen, wenn man hier eine Hybridkombination gemacht hätte aus Starrlaufbuchsen und Kugellager, wie es andere Hersteller eben auch machen. Aber wie gesagt, kann man auch nichts maulen, ist in Ordnung. Auch der Lagersitz ist einwandfrei. Bedeutet auch, diese Gleitlager sind sauber eingepresst und fallen euch nicht von alleine aus der Gearbox hinaus. Bevor wir uns die Gears im Detail anschauen, lasst uns noch kurz über das Thema Schimmung oder Shimming sprechen, denn dies ist leider auch von JG wieder ausbaufähig. Bedeutet, wenn wir hier mal hergehen, hat letztendlich jedes einzelne Gear ca. 0,2 bis 0,3 mm Luft im System drin. Könnt ihr vielleicht auch hier sehen, sogar beim Bevel sogar noch ein bisschen mehr, vielleicht sogar 0,4 mm Luft. Und selbst wenn man hier das Spurgear einmal rüber drückt, dann bewegt ihr die sämtliche Zahnräder innen drin. Bedeutet, sämtliche Achsen laufen letztendlich um ca. 0,2 bis 0,3 nach oben. Also ist Shimming, wie gesagt, Shimming ausbaubar, muss aber auch nicht unbedingt sein. Wie gesagt, bei manchen Kniften, gerade bei 18:1er Gears, habt ihr meistens dann so ein bisschen so ein Kreischen drauf. Daher der Motor aber brauchbar ist und die Gears mit 16:1 auch ein kleines bisschen schneller untersetzt sind, nehmt ihr hier kein extrem lautes Kreischen wahr. Natürlich ist das Klangbild deutlich optimierbar, habe ich vorhin schon angesprochen. Das Ding scheppert sehr, sehr stark, muss man sagen. Hier nimmt man aber aufgrund des Federschepperns die Gears nicht ganz so stark wahr. Bedeutet, würdet ihr jetzt dieses Federscheppern oder dieses Klingen beseitigen, dann wiederum kann es sein, dass ihr eben das Kreischen etwas mehr wahrnehmt vom Klangbild. Dann solltet ihr hergehen und solltet vielleicht die Gears noch ein kleines bisschen nachschimmen. Minimalst. Wie gesagt, nicht ganz perfekt. Man kann es aber auch nicht wirklich kritisieren, muss man sagen. Denn gerade China-Hersteller sind, was das Thema Shimming angeht, ist eigentlich immer ausbaufähig, muss man sagen. Das Gearset selbst ist dann vollkommen in Ordnung, müsste rein theoretisch ein gerebrandetes SHS-Gearset sein, aus Stahl, CNC gefräst und das Ganze eben mit 16:1, wie gerade schon angesprochen. Also ein kleines bisschen schneller untersetzt wie ein Standard-Gearset, 18:1. Ist auch eine gute Kombination, muss ich sagen, gerade jetzt auch mit dem 24K-Motor. Da habe ich euch ja damals gesagt, der 24K-Motor in Kombination von dem 13:1er Gearset hat sich doch ein bisschen schwer getan, ein kleines bisschen geplagt. Jetzt hier mit dem 16:1er Gearset ist es vollkommen in Ordnung. Bedeutet, es harmoniert einfach ein bisschen schöner. Natürlich, wenn ihr dann auf ein 13:1er Gearset gehen wollt, dann solltet ihr vielleicht auch noch ein bisschen einen stärkeren Motor verwenden. Aber wie gesagt, so wie diese Knifte out of the box kommt, mit 16:1 und 24K Motor, da passt es einwandfrei zusammen und auch die Ströme sowie die Zyklenzeit, sprechen wir dann beim Thema Motor durch, ebenfalls tipptopp. Also hier würde ich gar nichts meckern. Wie gesagt, die Gears sind wirklich klasse und sind natürlich auch deutlich besser, wie wenn ihr jetzt ein Standard 18:1er China Gearset hernehmt, welches irgendwie gesintert ist. Also wie gesagt, Gearset definitiv brauchbar. Dann lasst uns ebenfalls noch kurz über das Thema EFCS bzw. ETU sprechen. Auch diese Elektronik oder diese ETU müsste rein theoretisch ebenfalls aus China von T238 kommen und ist mehr als brauchbar, muss man sagen. Bedeutet auch hier, würde ich sagen, von der Qualität her, von der Umsetzung und von den Features kann es problemlos mit anderen ETUs auf dem Markt mithalten. Wie allerdings auch schon angesprochen das letzte Mal bei der SSR4 oder bei der P90, die Ströme, die angegeben werden, sind leider unrealistisch. Bedeutet, hier wird irgendwie im Datenblatt angegeben, bis 300 Ampere kurzzeitig. Ja, das ist nicht korrekt. Bedeutet, diese 300 Ampere hält letztendlich dieses N-Kanal-MOSFET wirklich nur für 1 Millisekunde aus und auch nur, wenn es gekühlt wird. Aber hier, wie gesagt, daher das N-Kanal-MOSFET letztendlich identisch ist zu anderen Herstellern, sei es jetzt Perun, sei es jetzt Airsoft System oder Gate oder sowas, könnt ihr eben auch hier problemlos, sage ich mal, maximal 100 Ampere reinballern für kurze Zeit.
Ansonsten nichts Besonderes. Ein bisschen muss man aufpassen, gerade was das Shimming angeht. Ihr seht, dass hier bei diesem EFCS-System der Mikrotaster für die Zyklenüberwachung auf der Platine oben drauf sitzt. Und dadurch müsst ihr natürlich auch mit dem Sector Gear entsprechend hochschimmen. Andernfalls würdet ihr hier oben auf dem Mikrotaster aufliegen, es würde reiben und es könnte sogar vorkommen, dass ihr diesen Mikrotaster wegreißt. Bedeutet beim Shimming oder solltet ihr nachschimmen einmal aufpassen auf der Höhe. Das machen andere Hersteller, machen das ein bisschen schöner, da ist nämlich der Taster in der Platine innen drin versenkt. Und dementsprechend müsst ihr nicht so brutal hochgehen mit dem Sector Gear. Also wie gesagt, hier vielleicht eine kleine Optimierung noch. Was ich sehr geil umgesetzt finde, ist das Ansprechverhalten bzw. der Abzugsweg in Kombination von diesem EFCS-System. Wie vorhin schon kurz angesprochen, löst hier der Hersteller das Ganze ein bisschen anders wie manche andere. Bedeutet, ihr habt jetzt hier oben keinen Mikrotaster drin, wo ihr mit dem Abzug dagegen drückt, sondern ihr habt hier oben rüber so eine kleine Lichtschranke. Da seht ihr hier einen kleinen Sensor und hier einen kleinen Sensor. Bedeutet, hier rüber läuft so eine kleine Lichtschranke. Und dann haben sie letztendlich nur vom Abzug von so dieses Standardbauteil, letztendlich dieses hier, aus Kunststoff nochmal neu gefertigt. Und sobald ihr jetzt über diese Kante drüber fahrt oder mit der Kante über die Lichtschranke, diese Lichtschranke unterbrecht sozusagen, löst der Schuss. Und dementsprechend ist es hier eben möglich, im Vergleich zu anderen ETUs, zum Beispiel mit Mikrotaster, ist es euch hier eben möglich, sehr weit vorne zu triggern und müsst nicht jedes Mal mit dem Abzug komplett einmal durchziehen. Also das finde ich geil umgesetzt, hier oben rüber diese Lichtschranke bei diesem EFCS bzw. bei dieser ETU. Natürlich in Deutschland leider wieder nur Semi-Only. Klar, Gesetzeslage muss man beachten. Österreicher, Schweizer oder Zuschauer aus den EU-Nachbarländern. Ihr könnt natürlich auch hier wieder Burst-Modus, Precocking und Pipapo letztendlich alles einstellen und programmieren. In Deutschland halt natürlich wieder leider nicht. Dann lasst uns weitermachen mit dem gesamten Zylinder-Set. Bedeutet Zylinder, Zylinder-Head sowie die Nozzle. Und hier fangen wir erstmal beim Zylinder an. Das ist ein Edelstahl-Zylinder mit Volumenreduzierung. Das müsste ich jetzt ausmessen, aber das müsste ein Typ D oder ein Typ E sein. Also ein bisschen mehr Volumen drin im Vergleich zu einem Typ C-Zylinder. Und wir erreichen hier letztendlich ein Verhältnis von 2,1:1. Bedeutet Lauflänge 355 mm mit 6,03 mm Innendurchmesser, ergibt ein Verhältnis mit dem Zylinderhead alles umgerechnet von 2,1:1. Und das ist in Ordnung, da kann man gar nicht meckern und dementsprechend auch für schwere BBs geeignet. Wie gesagt, Zylinder vollkommen in Ordnung. Ob das Ding jetzt aus Edelstahl oder aus Messing ist, spielt jetzt eigentlich keine Rolle. So, dann der Zylinderhead, der ist sehr gut, den haben wir auch schon öfters gesehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wer diesen baut. Wie gesagt, er ist letztendlich genauso konstruiert wie bei Ares. Bedeutet, ihr habt jetzt zwar hier einen stinknormalen Standard V2 Zylinderhead, aber das Ganze nicht quasi über O-Ringe abgedichtet, sondern das große Sorbopad hier hinten, welches so circa 3 mm stark ist und auch schön weich ist, dient gleichzeitig als Abdichtung zum Zylinder. Und es passt einfach wunderbar zusammen. Habe ich euch schon öfters angesprochen bei diesem Zylinderhead. Ich finde es einfach geil. So kann man quasi zwei Sachen miteinander kombinieren. Man hat nicht zu viel Material drauf mit einem großen Sorbo und spart sich quasi die O-Ringe weg. Also finde ich sehr, sehr gut. Wer jetzt genau diesen Zylinderhead baut, ob der jetzt direkt von JG kommt, weiß ich nicht. Ich kenne ihn aber, müsste mal gucken, ich glaube Ultimate oder sowas oder UFC, da bekommt er die auch her. Also auch hier letztendlich nichts Besonderes, aber ein sehr, sehr guter Zylinderhead, finde ich klasse. Und dichtet, wie gerade schon gesehen, dichtet auch hervorragend zum Original-Zylinder letztendlich ab. Also das ist wirklich klasse, da können wir nicht meckern. So, dann lasst uns über die Nozzle sprechen. Wir haben hier eine sehr lange Nozzle, Aluminium-Nozzle mit einem O-Ring innen drin, mit einer Länge von 24,7 mm. Und hier zunächst einmal das Positive im Vergleich zum Beispiel zur, was hat man das letzte Mal von JG, diese SSR 90 oder P90, da war ja der O-Ring
ja eher schlecht passend zum Zylinderhead. Und hier muss ich jetzt sagen, das passt wirklich sehr gut. Bedeutet hier, der O-Ring sitzt schön straff auf dem Stutzen drauf. Die Nozzle läuft dennoch schön leichtgängig und hat in Schussposition kleines bisschen Luft. Ist aber in Ordnung. Wie gesagt, hier optimiert und dichtet ebenfalls perfekt ab. Jetzt könnt ihr es aber eventuell bereits erkennen, wenn ihr euch die Nozzle im vorderen Bereich anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass wir hier keine Phase drin haben, nicht abgerundet, sondern das Ganze ist einfach im 90 Grad komplett gerade abgekattet oder abgedreht. So, da möchte ich ganz kurz darauf eingehen, warum ich der Meinung bin, dass dieses abgekattete, warum das nicht ganz perfekt ist. Denn genau hier kommen wir zum gleichen Punkt wie zum Beispiel bei ICS. Auch diese verwenden gerne eine Nozzle, die vorne komplett gerade ist. Und dadurch kann das Alignment von der Nozzle bzw. der Übergang von der Nozzle zum Bucking relativ schlecht werden. Das möchte ich euch mal ganz kurz demonstrieren, warum ich eben kein Fan davon bin. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, hier eben die Hop-Up-Kammer, das Bucking ist einmal installiert und wir drücken jetzt letztendlich mit der Nozzle einfach nur hinten aufs Bucking drauf. So, einfach Batsch hinten drauf. Bedeutet, die Nozzle selbst fährt jetzt nicht über eine Phase oder über einen Radius leicht in die Lippe hinten rein und wird sozusagen auch nicht ausgerichtet. Bedeutet gleichzeitig, ihr könnt vielleicht erkennen, die Nozzle hat hier in der Hop-Up-Kammer kleines bisschen Luft links und rechts. Und wenn dann von unten der Kugelkanal oder der Kugelstrang drauf drückt auf die Nozzle, dann wird natürlich die Nozzle nach oben gedrückt und dadurch fährt die Nozzle nicht, nicht gerade ans Bucking hinten hin oder an die Fläche. Bedeutet, die Nozzle sitzt meistens weiter unten und dementsprechend ist der Auslass von der Nozzle nicht mittig zum Bucking und nicht mittig zum Lauf. Wir werden später beim Thema Hop-Up-System auch nochmal darauf eingehen, denn ich fand gerade die Hop-Up-Ergebnisse, bzw. der Hop selbst, auch das Kugelgewicht, was mit dem Standard-Flat-Hop-System hier möglich ist vollkommen in Ordnung. Aber auch die Streuung war jetzt wieder höher wie mit anderen Systemen. So, und jetzt einfach mal zum Vergleich. Wie gesagt, wenn ihr euch, oder vielleicht kann ich euch das vielleicht ein bisschen schöner in die Kamera halten. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt hier so einen kleinen Druckpunkt, aber wenn von unten der Kugelkanal eben dagegen drückt, dann drückt es euch logischerweise die Nozzle in die Kammer einmal rein. Dann fährt das Ganze vor und fährt vorne gegens Bucking. So, und dann sitzt es halt nicht mehr mittig, die Nozzle. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen verstehen und ein bisschen sehen. Und wenn man dann eine Nozzle hernimmt mit Phase oder eben abgerundet, egal welcher Hersteller, könnt ihr zum Beispiel hier sehen, die ist ein bisschen abgerundet und diese mittelt sich dann quasi zum Bucking aus. Bedeutet, wenn wir jetzt die mal hernehmen und uns diese mal reinstopfen, dann wird die einfach hier vorne ausgerichtet. Bedeutet, es spielt auch keine Rolle mehr, ob jetzt die Nozzle hier in der Hop-Up-Kammer kleines bisschen Luft hat. Sobald das Ding da vorne reingedrückt wird, richtet es sich automatisch mittig aus und sitzt dann etwas schöner im Hop-Up-Bucking drin. Wie gesagt, meine ganz persönliche Meinung, aber wirklich kritisieren kann man es nicht. Auf jeden Fall, die Abdichtung ist wirklich gut, würde ich sagen. Wie gesagt, geht vielleicht mit einer Phase noch ein bisschen schöner. So, dann lasst uns weitermachen mit dem Piston und mit dem Piston-Head. Und hier muss ich leider sagen, da wurde nicht optimiert. Bedeutet, es ist weiterhin, wie auch bei der P90, der ganz normale JG Polyamid-Piston drin verbaut. Der Piston, den finde ich in Ordnung, hat komplette Stahlzähne unten drauf mit 15 an der Zahl. Bedeutet, ihr seht, der vorletzte Zahn fehlt hier. Nur eben der PA-Piston, wie gesagt, Material ist gut. Wenn man aber vom inneren Bereich mal reinschaut, dann kann man vielleicht erkennen, dass die gesamte Zahnfläche unten quasi offen ist. Bedeutet, der Kunststoff zieht sich nicht komplett durch, sondern ist offen. Dadurch kann es passieren, wenn man mit dem AOE schlecht hinten reingreift oder zu viel Last drauf kommt, dann bricht euch hier hinten rüber wird diese kleine Kante weg und dann drückt euch die gesamte Zahnstange ein bisschen nach innen rein. Dann bricht sie raus. Etwas hochwertigere Pisten, die sind dann im inneren Bereich bis zur Hälfte zumindest komplett geschlossen mit dem Kunststoff und sind nur im hinteren Bereich leicht offen.
Aber wie gesagt, für so wie die Waffe kommt, 1,5, 1,6, oh Gott, lasst den Piston drin, vollkommen in Ordnung und haltbar. So, und warum habe ich jetzt gerade angesprochen, leider nicht optimiert, denn ihr könnt es vielleicht jetzt auch schon am Pistonhead vorne sehen, ist ein Aluminium-Pistonhead, weiterhin wie bei der SSR 90, eben auch mit einem O-Ring drauf, Ventilation natürlich, aber der Außendurchmesser ist immer noch leider zu groß. Und dadurch schleift und scheuert euch das Aluminium hier unten, scheuert euch und reibt euch im Edelstahl innen drin. Bedeutet, bereits nach knapp 1000 Schuss seht ihr, dass hier unten die gesamte Eloxalschicht bereits weggeht. Und da müsst ihr halt aufpassen. Bedeutet letztendlich nach vielleicht mal 20.000, 25.000 Schuss aufmachen, kontrollieren und dann müsst ihr selber gucken, wenn dann die Abnutzung oder der Verschleiß hier unten vom Aluminium zu hoch ist und ihr vielleicht sogar Abrieb und Aluminiumpartikel im Zylinder innen drin habt, dann würde ich diesen Pistonhead rausschmeißen und durch einen besseren ersetzen. Habe ich euch, wie gesagt, bei der P90 oder bei dieser SSR 90 auch schon angesprochen. Der ist einfach hier vorne ein kleines bisschen zu groß und dadurch reibt der recht stark. Und ihr merkt und ihr könnt es vielleicht auch sehen und hören, der läuft einfach nicht ganz so schön wie bei anderen Systemen. Also wie gesagt, hier Pistonhead wäre vielleicht eine Option der Optimierung. Und dann lasst uns ebenfalls noch kurz über den Motor sprechen, der hier drin verbaut ist. Ist letztendlich auch wieder der 24K High-Torque-Motor von Novridge. Und habe ich euch bereits in der Motordatenbank bzw. in der Motorliste schon vor einigen Monaten einmal aufgenommen. Und ist ein durchschnittlicher High-Torque-Motor, muss man sagen. Bedeutet Neodynmagneten drin und ist für einen Motor out of the box vollkommen in Ordnung. Bedeutet natürlich, es gibt bessere Motoren. Dementsprechend auch hier, eben wie vorhin schon angesprochen, gut kombiniert heute. Kein 13:1er Gearset, sondern 16:1. Denn mit 13:1 kann er sich ein kleines bisschen plagen. Dementsprechend hier die korrekte Wahl von der Untersetzung, 16:1. Und dadurch harmoniert dieses System eigentlich sehr gut miteinander, muss man sagen. Bedeutet, wir liegen hier bei einem Cycle bzw. bei einer Zyklenzeit von gerade mal 64 Millisekunden. Das ist out of the box wirklich klasse, muss man sagen. Vollkommen in Ordnung. Nur die Ströme müsst ihr halt wieder ein bisschen aufpassen. 71 Ampere im Peak und 28 Ampere für den Zyklus. Bedeutet hier wieder aufpassen, nicht so ganz kleine Mini-Lipos nehmen irgendwie mit 1000 Milliampere. Nehmt, wie vorhin schon angesprochen, so Standard Triple Sticks oder sowas mit 1500 Milliampere-Stunden und dann bekommt ihr eben auch keine Probleme aufgrund der Ströme. Wie gesagt, 71 Ampere im Peak. Der Verbrauch ist dann auch wieder im Durchschnitt wie bei vielen anderen Motoren, liegt hier bei 0,45 Milliampere-Stunden pro Zyklus. Also auch das kann sich definitiv sehen lassen. Und abschließend lasst uns über Thema Lauf- und Hop-Up-System sprechen. Auch hier finde ich wieder Positives wie auch Negatives. Fangen wir erstmal beim Lauf an. Habe ich euch bei den technischen Daten schon kurz angesprochen. Ein Messinglauf, 355 mm in der Länge, Innendurchmesser 6,03 mm, also ein stinknormaler 603er Messinglauf, wie man bei sehr vielen Modellen heutzutage bekommt. Also auch hier kein Alleinstellungsmerkmal. Aber das Ganze wieder nicht zu Standard-Buckings kompatibel, denn auch hier geht letztendlich Novridge wieder aufs doch etwas in die Jahre gekommene Flat-Hop-System. Bedeutet, ihr seht zunächst mal, der Lauf hat hinten eine sehr, sehr lange Ausfräsung drin. Und jetzt denkt ihr euch wie geil, 7 mm System oder was? Ja, nee, vergesst's. Letztendlich ein riesengroßes Hop-Up-Fenster hinten rausgefräst, bringt euch aber nichts. Denn ihr seht auch im unteren Bereich, auch hier wieder keine Fräsung unten drin. Und dementsprechend seid ihr einfach dazu genötigt, das ganz normale Standard-Flat-Hop-System hier zu verwenden. Also ihr könnt jetzt auch nicht hergehen und könnt sagen, gut, ich verwende jetzt irgendwie ein R-Hop-Bucking oder ich nehme irgendwie ein Maple Leaf-Bucking oder whatever, sondern ihr müsst halt dieses hier verwenden. Habe ich euch damals bei der P90 auch schon angesprochen, finde ich nicht ganz gut, denn wenn ich einfach mit dem Hop-Up unzufrieden bin und ich der Meinung bin, das geht auch besser, dann habe ich nicht die Möglichkeit, mit diesem Lauf auf ein Standard-Bucking zu gehen. Funktioniert einfach nicht. Bedeutet, ich muss den ganzen Lauf rauspfeffern, um überhaupt hier andere Buckings verwenden zu können. Finde ich schon mal ein kleines bisschen schade. Und würde jetzt das Hop-Up perfekt funktionieren, dann würde ich das gar nicht so kritisch ansprechen. Dann würde ich sagen, ja, ist geil, funktioniert klasse.
Aber hier eben wieder der Punkt, wir haben hier ein ganz klassisches und in die Jahre gekommene Flat-Top-System. Bedeutet, ihr seht, das Bucking hat letztendlich im hinteren Bereich keinerlei Patchfläche. Ihr drückt letztendlich über den Tensioner einfach nur dieses dünne Gummimaterial hinten gerade runter. Bedeutet letztendlich von der Patchfläche habt ihr nichts anderes wie ein Standard-Bucking, wie wir schon vor 20 Jahren drin hatte, nur ein kleines bisschen länger gezogen. Dadurch sind jetzt zwar schwere BBs möglich, das ist positiv, definitiv, aber die Streuung ist deutlich höher wie bei anderen modernen Systemen. Und das letzte Mal vor 2 Wochen wollte mir jemand weismachen, ja, das ist ja voll die Innovation und man kann ja das Bucking weiterdrehen. Ja, nee, das Zeug gibt schon seit 7 Jahren oder sowas. Das ist irgendwann mal aus den USA, ist es mal rübergeschwappt, dann hat man es mal eine Zeit lang verwendet und dann ist man aber schnell auf den Punkt gekommen, dass einfach die Streuung relativ hoch ist und dass auch dieser dünne Gummi einfach relativ schnell verschleißt. Denn ihr drückt halt einfach nur mit so einem ganz dünnen Gummimaterial auf die Kugel drauf. Bedeutet, ihr scheuert jedes Mal im unteren Bereich ein kleines bisschen von diesem Gummi ab. Ja, natürlich, ihr könnt es weiterdrehen, wenn es verschlissen ist. Aber was bringt euch das, wenn ihr alle 20.000 Schuss, je nach Kugelgewicht, das Ding weiterdrehen müsst? Also wie gesagt, ich bin da kein großer Fan davon. Auch die Zentrierung fehlt entsprechend komplett. Bedeutet, wie gesagt, ihr habt letztendlich nur das Bucking da hinten drauf sitzen und ihr drückt dann einfach nur wieder mit einem komplett geraden und flachen Tensioner komplett einmal hinten den Gummi runter. Mehr ist es nicht. Also ihr drückt einfach nur platt, mehr nicht. Wie gesagt, ihr habt zwar hier 3,5 mm Länge, mehr ist auch in der neuen Hop-Up-Kammer leider nicht möglich, verstehe ich auch nicht ganz. Aber wie gesagt, der Hop ist in Ordnung, auch schwere BBs ist in Ordnung, aber gerade die Streuung links-rechts geht mit anderen Hop-Up-Systemen meiner ganz persönlichen Meinung nach besser. Wenn ihr da anderer Meinung seid, gerne mal Kommentarfeld verwenden. Aber wie gesagt, ich finde, die Schwankung war doch ein kleines bisschen stärker. Links, rechts, beziehungsweise Ausreißer. So, und dann ist mir eben, oder habt ihr vielleicht bei der Demontage auch schon gesehen, leider gibt es ein kleines Problem mit dem Bucking, denn das passt eigentlich nicht wirklich gut zu dem Lauf. Bedeutet, der Durchmesser von dem Bucking ist ein bisschen größer wie der Laufaußendurchmesser und dadurch sitzt das Bucking überhaupt nicht irgendwie ansatzweise press und sauber auf diesem Lauf drauf. Habe ich euch vorhin bei der Demontage schon gezeigt. Ihr habt das Ganze hier einmal drin sitzen und dann wird jetzt aber auch nicht irgendwie das Bucking in der Kammer zusammengedrückt, damit alles sauber abdichtet. Nö, schaut, das war's. Also der Lauf dichtet null zum Hop-Up-Bucking ab. Und da habe ich auch vorhin noch einen kleinen Test für euch gemacht, damit ich das auch wirklich bestätigen kann. Bedeutet, wenn ihr das Ganze mal zusammenbaut und quasi die Nozzle hinten ansetzt, Lauf vorne zuhaltet, dann dichtet zwar die Nozzle zum Bucking sauber ab, aber ihr merkt richtig, wie dann quasi hier oben, warte mal, so könnt ihr es so erkennen, ihr habt hier zu viel Luft. Hier oben bläst euch die Luft raus, weil einfach das Bucking total bescheiden auf dem Lauf drauf sitzt. Also hier unbedingt hergehen, wenn ihr noch ein bisschen eine Performance oder noch ein bisschen Energie haben wollt, noch ein bisschen Volumen sparen wollt. Entweder hier PTFE-Band rumziehen, dann das Bucking drüber oder zumindest richtig schön zähes Silikonfett verwenden, damit hier einfach nicht der Druck hier oben über die Fräsung nach vorne einmal abblasen kann. Also auch das geht meiner Meinung nach leider besser, muss man sagen. Zumindest hätten sie jetzt hier vorne irgendwie nochmal so Dichtrillen rangemacht, wie bei Maple Leaf Buckings oder wie bei Bugatti Buckings oder Slong Buckings oder whatever, dann wäre wenigstens das Bucking hier vorne zusammengedrückt geworden und dann würde das Zeug auch perfekt abdichten. So ist das leider nicht der Fall. Also wie gesagt, Thema Hop-Up kann man sehen, wie man will. Ich bin der Meinung, ja, R-Hops oder moderne Flat-Hops mit Patch am Bucking funktionieren hier ein kleines bisschen besser. So, aber wie gesagt, positiv ist, dass eben auch schwere BBs möglich sind. Ihr könnt auch problemlos in dem Ding von mir aus 0,4 Gramm hoppen. Dadurch wird aber halt das Bucking relativ schnell verschleißen hier hinten unten drin. So, und dann eben abschließend noch kurz Thema Hop-Up-Kammer. Hier zunächst mal, was ich sehr positiv finde. Die Ausrichtung oder das Alignment und die Aufnahme im Auto ist wirklich gut gemacht.
Bedeutet, Hop-Up-Kammer sitzt hier hervorragend in diesem Verschlusssystem drin, wunderbar von der Passgenauigkeit gefertigt, sitzt schön gerade drin und kann auch über die Arretierung null wackeln. Also das passt wirklich hervorragend. Dass halt das gesamte Rohr ein bisschen Spiel hat, das habe ich euch vorhin schon angesprochen. Nur eben auch hier wieder ein bisschen schade. Wieder ja, die Knifte teurer gemacht, geile Hop-Up-Kammer, CNC gefräst aus Aluminium, aber beim Thema Tensioner letztendlich genauso wie eine handelsübliche Plastik-Hop-Up-Kammer. Bedeutet auch hier genauso 1:1 umgesetzt, nur dass halt jetzt der Korpus aus Alu ist und nicht aus Plastik. Bedeutet auch hier der Durchgang für den Tensioner ist genauso wie bei jeder stinknormalen Plastik-Hop-Up-Kammer. Warum, wenn ich schon was Neues mache, warum mache ich das Ding nicht für ein 5 mm System kompatibel oder für längere Tensioner? Hier also wieder limitiert, dass wir einen maximalen Tensioner mit 3,5 mm hier oben reinbekommen und nicht mehr von der Länge. Also auch hier wieder gut gemeint und sage ich mal zu 80% wirklich super umgesetzt. Die letzten 20% fehlen leider wieder ein kleines bisschen. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Review SSR 63 und wir machen abschließend wieder so eine kleine Zusammenfassung. Was finde ich jetzt gut an dem Modell, was finde ich vielleicht nicht ganz so gut. Fangen wir mal bei dem Positiven an. Was ich sehr schön finde, ist der Abzugsweg und auch auf dem EFCS-System, dass der Abzug jetzt nicht über einen Mikroschalter gelöst ist, sondern über eine Lichtschranke. Dadurch konnten sie den Abzug deutlich weiter vorziehen und ihr müsst eben nicht komplett bis Anschlag hinten durchziehen. Das ist euch letztendlich so bei mechanischen EFCS-Systemen über Mikroschalter nur möglich, wenn ihr diesen Umlenker innen drin ein bisschen modifiziert und ein Stück Gummi oder Kunststoff aufklebt. Denn die müsst ihr im Regelfall deutlich weiter hinter triggern oder weiter hinten eben triggern. Hier also über die Lichtschranke, natürlich ohne haptisches Feedback oder ähnliches, aber ihr könnt einfach deutlich weiter und schöner im vorderen Bereich triggern. Finde ich gut umgesetzt, lässt sich schön feuern, dementsprechend hier Abzug einen Pluspunkt. Zweiter Pluspunkt ist natürlich auch das gesamte Material. Hier vielleicht kurz anzusprechen, nicht unbedingt besser wie bei anderen Herstellern oder wie bei anderen G36 Modelle, aber auf jeden Fall genauso gut. Bedeutet auch der gesamte Receiver nicht aus ABS, sondern aus Polyamid-Kunststoff, ebenfalls der Lower Receiver und der gesamte Klappschaft ebenfalls aus Polyamid-Kunststoff. Dann sehr gut die obere Top-Rail, zwar vom Design, naja, aber komplett aus Aluminium, finde ich auch sehr gut und der Vorderschaft auch aus Aluminium. Dementsprechend gesamte Materialkombination oder Materialmix ebenfalls ein Pluspunkt. Dann natürlich nächster Pluspunkt, Federschnellwechselsystem. Auch hier natürlich wieder exakt 1:1, genauso wie bei allen anderen G36 Modellen auf dem Markt, aber gut zu erreichen. Bedeutet einfach aufklappen, Konterschraube lösen, Spring Guide raus und dementsprechend das Modell aufgrund des Federschnellwechselsystems wieder flexibel einstellbar oder einsetzbar. Haut ihr das Ding runter auf 1 Joule, 1,2 Joule oder hoch auf 1,8, 1,9, ist also hier kein Problem. Dementsprechend, wie gesagt, wie bei allen anderen G36 Modellen auch Federschnellwechselsystem vorhanden. Dann nächster Pluspunkt, auch hier EFCS und MOSFET-System drin. Und wie vorhin schon angesprochen, ja, wenn man mal ein bisschen recherchiert, man liest immer wieder ein paar Beiträge auf YouTube oder auch auf Facebook, dass bei der SSR4 zum Beispiel das EFCS bei manchen Leuten abgeraucht ist. So, das möchte ich aber heute kurz kommentieren, denn das kann euch bei jedem passieren. Bedeutet, selbst wenn ihr euch einen Titan kauft für 200 €, heißt es noch lange nicht, dass das Ding super funktioniert und problemlos funktioniert. Bedeutet, da gibt es immer beim Thema Elektronik, könnt ihr immer mal wieder einen Griff ins Klo landen und eine Version erhalten, die halt vielleicht mal abraucht oder kaputt geht oder sich eine Lötstelle löst oder sowas. Aber hier, wie gesagt, nichts Kritisches, EFCS, MOSFET drin, funktioniert super und Österreicher, Schweizer oder halt nicht in Deutschland sässige können das Ganze noch wunderbar einstellen. Finde ich also gut. Hier ein Pluspunkt, EFCS und MOSFET. Was ich euch nicht sagen kann, wie stark ist das Ding belastbar, könnt ihr auf Dauer diese 2150 mit 30 bis 60 C oder sowas, könnt ihr das verwenden? Das weiß ich nicht und das probiere ich auch nicht aus. Aber wie gesagt, so wie ich es jetzt geschossen habe, 1000 Schuss, läuft das Ding einwandfrei. So, und der letzte Pluspunkt, eine gute Kombination heute, der 24K High Torque Motor in Kombination von 16:1er Gears.
Das passt wunderbar zusammen. Also schön kombiniert das Ganze von der Zyklenzeit her 64 Millisekunden mit einem vollgeladenen 11,1 Volt Akku. Die Ströme sind in Ordnung mit 71 bis 31 Ampere war man, glaube ich. Und auch der Verbrauch mit 0,45 Milliampere-Stunden ist im Durchschnitt. Also hier eine schöne, zackige Kombination, gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. Fühlt sich also richtig an. So Leute, und jetzt habe ich sehr, sehr viele Neutralpunkte, denn ich werde das meiste als Neutralpunkt geben. Denn hier ist eben gerade, wenn man einfach mit anderen Herstellern vergleicht, gibt es einfach Punkte, die sind entweder genauso schlecht oder genauso gut. Also da kann man schlecht differenzieren. Dementsprechend, ich erkläre es euch einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich gebe auf jeden Fall einen Neutralpunkt auf das Thema Klangbild. Leider schade, aufgrund des Designs der Mündungsbremse habt ihr hier vorne ein starkes Klingeln vorhanden, denn auch das Rohr wackelt ein bisschen, überträgt sich alles, die ganzen Schwingungen auf die Mündungsbremse. Dann scheppert auch die Feder hier oben drin vom Spannhebelsystem, scheppert sehr stark und auch die Hauptfeder in der Gearbox scheppert auch noch ein bisschen stark. Also hier vom Klangbild ausbaufähig. Und dann muss man aber auch sagen, wenn ihr dann zum Beispiel mal die Mündungsbremse wegschraubt und zum Beispiel mal in Verschluss hinten haltet und dann triggert, dann wiederum nehmt ihr das Kreischen vom Motor und von den Gears ein bisschen deutlicher wahr. Denn auch hier das Shimming nicht ganz perfekt. Also Klangbild ausbaufähig, bisschen optimierbar, muss man sagen. Wie gesagt, das meiste kommt durch die Mündungsbremse. Runterschrauben, Tracer, Schalldämpfer, Attrappe drauf oder einfach eine andere Mündungsbremse mit einem anderen Design, um das Klangbild schon mal schöner zu bekommen. Aber wie gesagt, das Ganze ist jetzt bei anderen Herstellern auch nicht wirklich besser, denn auch die können ein bisschen scheppern, muss man sagen. So, nächster Neutralpunkt. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere wieder schreiben, ja, gebt es doch als Kritikpunkt, wenn es so ist. Nein, ich gebe es als Neutralpunkt, da es eben auch bei anderen Herstellern nicht besser ist. Da hätten wir eben Verarbeitungsqualität ein großer Neutralpunkt. Das ist an sich, der größte Teil ist in Ordnung. Es gibt aber dennoch hier und da ein paar kleine Stellen, die leider nicht ganz so geil sind. Zum Beispiel, wie gerade schon angesprochen, der gesamte Outer oder das gesamte Rohr. Schreiben sie, glaube ich, sogar auf der Webseite irgendwie neue Arretierung, weiß der Geier was. Ja, aber es macht keinen Unterschied. Bedeutet, auch hier bei der K-Version oder bei der A2 hat das Rohr ein bisschen Spiel und wackelt so circa 1,5 bis 2 mm ein bisschen rum. Und dann habe ich euch auch gezeigt, wenn man das eben kombiniert, auch der Vorderschaft hat hier oben in der Arretierung Spiel und auch hier unten an der Arretierung Spiel. Und dadurch kann halt auch der euch hier insgesamt so circa, keine Ahnung, Millimeter, vielleicht 1,5, links, rechts, hoch, runter, kleines bisschen wackeln. Und auch der Schaft hinten, hier in der Arretierung ein bisschen Spiel, überträgt sich auf die gesamte Länge und dann wackelt euch auch der gesamte Schaft hinten so circa 3 bis 4 mm rum. Und wie gesagt, hier ein paar kleine Punkte, die nicht ganz perfekt sind, definitiv. Auch der lapprige ABS-Spannhebel da oben, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, dass euch der nicht abbricht. Das sind alles Punkte, die sehen jetzt wirklich kritisch aus und da hockt jetzt jemand wahrscheinlich vor seinem Rechner oder vorm Handy und sagt, gebt doch das als Kritikpunkt. Nein, denn auch bei einer S&T zum Beispiel wackelt der Vorderschaft rum, da kann je nach Länge des Rohrs, schwingt euch das Rohr rum. Und wie gesagt, würde ich jetzt ein Modell kennen, wo genau diese Punkte perfekt sind, dann hätte ich es als Kritikpunkt gegeben. Da aber bei allen G36 Modellen solche Sachen vorhanden sind, gebe ich eben Thema Verarbeitung als Neutralpunkt. So, der nächste Neutralpunkt ist Thema Hop-Up-System. Hier muss man vielleicht zunächst mal positiv wieder ansprechen. Ja, ihr könnt out of the box problemlos 0,36 reinknallen. Ihr könnt auch 0,4 Gramm BBs reinknallen. Bedeutet, wer jetzt ein Einsteiger ist und keine anderen Hop-Up-Systeme kennt, der kommt mit dem System super zurecht. Keine Frage. Knallt euer Kugelgewicht rein, stellt euren Hop ein, funktioniert. Nur eben der Vergleich bei diesem Hop-Up-System von den Ausreißern, was links, rechts, hoch, runter angeht, leider etwas stärker wie bei anderen Systemen. Und jetzt kann ich euch heute eben nicht genau sagen, ob es am Alignment von der Nozzle liegt, da die Nozzle eben nicht zentriert wird und dementsprechend auch schräg am Bucking anliegen kann, oder dass eben das der Punkt ist aufgrund des flachen Tensioners, was hier drin ist. Bedeutet, wenn wir es ganz grob runterbrechen, habt ihr hier nichts anderes drin wie ein ganz klassisches Straight Hop, aber ihr drückt einfach nur, ja, den dünnen Gummi einfach nur platt hinten runter. Habt also von der Patchfläche nichts anderes
wie ein stinknormales 0815 Hop-Up-System, eigentlich nur ein bisschen länger minimals. Also keine Führung, nicht wie bei einem R-Hop, dass die Kugel quasi aus dem Radius abgeschossen wird, sondern einfach nur einen Balken runter. Wie gesagt, da gibt's, oder da bin ich zumindest der Meinung, da gibt's heutzutage Besseres. Und ja, ich habe auch Modelle, die schießen deutlich besser, aber für einen Einsteiger ist das in Ordnung. Wie gesagt, es gibt definitiv auch Hop-Up-Systeme, die deutlich schlechter sind. Und eben der nächste Punkt, aufgrund dieses Straight Hops leider wieder keine Kompatibilität zu Standard-Hop-Up-Systemen. Bedeutet, wer jetzt einfach hergehen möchte und möchte sich jetzt ein R-Hop-Bucking reinmachen, ein Maple Leaf Flat-Hop-Bucking oder whatever, keine Chance, da der Lauf nicht zu Standard-Buckings kompatibel ist. Finde ich schade, dementsprechend nimmt man hier erfahrenen Spielern die Möglichkeit, ihr persönliches Hop-Up-System darin zu verwenden. Finde ich schade, gebe ich eben gesamtes Hop-Up-System als Neutralpunkt. Muss jeder entscheiden, wie er es eben sieht. So, der nächste Neutralpunkt, und auch das ist wieder Geschmackssache, Leute. Da können wir uns drüber streiten. Ich finde das gesamte Design, weiß ich nicht, entweder weil ich einfach Deutscher bin und G36 mag, aber ich finde es nicht sonderlich schön. Wie gesagt, auch diese SSQ22 war schon Geschmackssache und hier sieht es bei mir genauso aus. Wenn ihr das so feiert, sei es euch gegönnt. Ich finde aber gerade der Vorderschaft hier vorne mit dem Cut drin und dann hier hinten diese Erhöhung da drin in der Pickrail, ich weiß nicht, ich finde das ganze Modell ein bisschen unstimmig. Sieht also nicht ganz so schön aus. Sieht ein bisschen aus wie eine Ente. Aber wie gesagt, Geschmackssache, können wir uns drüber streiten. Je nachdem, dem einen gefällt's, ist in Ordnung. Der andere sagt, na, geht gar nicht. Wie gesagt, können wir uns drüber streiten. So, und der letzte Punkt, und den geben wir als Kritikpunkt. Die Internals, so wie das Ganze kombiniert ist, finde ich erstmal vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, auch der Motor mit den Gears, das harmoniert wunderbar. Es gibt aber bei den Internals weiterhin 2 Punkte, die leider nicht ganz perfekt sind. Zunächst mal ist Shimming angesprochen. Die ganzen Zahnräder haben doch relativ viel Spiel in der Gearbox drin. Man hört sie auch definitiv raus. Das geht mit 16:1 Gears im Regelfall besser. Wie gesagt, da könnt ihr locker nochmal eine 03er Shim überall draufpacken und dennoch würden die Gears wirklich sauber drin laufen. Also ist Shimming ein kleines bisschen ausbaufähig, aber auch wieder, was leider nicht verbessert wurde von JG, der Pistonhead ist leider weiterhin vom Durchmesser einfach zu groß für den Zylinder. Bedeutet, er läuft nicht smooth drin, nicht sauber drin, er ist ein bisschen hakelig, kratzt ein bisschen und auch reibt es euch aufgrund des Durchmessers, reibt es euch unten direkt einmal die Eloxalschicht weg. Bedeutet hier ein bisschen so ein Reiben, ein bisschen Schleifen vorhanden, habe ich euch gezeigt. Dementsprechend einfach mal vielleicht nach 20, 25.000 Schuss mal reinschauen, bei einer Wartung kontrollieren. Und wenn ihr dann schon seht, dass ihr im Zylinder Abrieb drin habt, Aluminiumspänchen drin habt oder sowas, dann schmeißt ihr den Zylinderhead raus und pfeffert einen besseren rein. Und wie gesagt, das war auch schon so bei der, weiß ich nicht, entweder bei der SSR4 oder bei der P90. Ich glaube, bei der P90 war es. Also hier auch Pistonhead weiterhin etwas optimierbar, muss man sagen. So Leute, abschließend, das soll es gewesen sein. Ich würde sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Modell, auch wenn wir jetzt sehr viele Punkte als neutral gegeben haben, ist das Modell dennoch in Ordnung. Bedeutet, sie ist im Preis-Leistungs-Verhältnis, sie ist nicht besser wie andere getunte G36 Modelle, aber definitiv auch nicht schlechter. Und wie gesagt, diese paar kleineren Punkte von der Verarbeitung, das habt ihr bei einer S&T genauso. Das habt ihr bei einer Syma, kann es auch mal immer vorkommen. Aber wie gesagt, sie ordnet sich hier ein und man kann einfach entscheiden, nimmt man jetzt das Modell, weil man vielleicht das hier vorne feiert mit dem M-Log oder vielleicht gefällt einem das, dann kann man dazu greifen. Und wer einfach sagt, na nee, ich will ein G36 haben und es soll auch aussehen wie ein G36, der kauft sich halt ein anderes, getuntes G36 Modell. Wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung für das, was man bekommt. So Leute, wollt ihr jetzt noch irgendwas ergänzen zu dem Modell? Habe ich irgendwas vergessen oder falsch angesprochen? Oder möchtet ihr vielleicht sagen, dass das Hop-Up-System super geil ist? Jederzeit Kommentarfeld unten nutzen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich immer mega drüber freuen. Und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.